Ja, geschätzte Medienschaffende, ich begrüße Sie ganz herzlich heute hier am Zürich Flughafen, Montag, den 14. November 2022. Ich danke Ihnen sehr, dass Sie sich die Mühe gemacht haben, hierher zu unserer Medienkonferenz zu kommen. Warum sind wir heute hier? 6 mutmaßlich durch mRNA-Impfungen Geschädigte und 37 weitere Privatpersonen haben am 14. Juli 2022, also genau heute vor 4 Monaten, Strafanzeige gegen die schweizerische Zulassungsbehörde Swissmedic respektive gegen die verantwortlichen Personen bei Swissmedic und gegen impfende Ärzte erstattet. Sie werfen den angezeigten Personen unter anderem schwere und dauerhafte Verletzungen grundlegender heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten vor, mit der Folge einer sowohl abstrakten und konkreten Gefährdung der Schweizer Bevölkerung. Ein erstes kantonales Strafverfahren gegen impfende Ärzte wurde bereits eröffnet. Die Strafanzeige umfasst rund 300 Seiten und kann mitsamt der wissenschaftlichen Beweisführung ab heute Nachmittag online eingesehen werden. Für alle Beteiligten gilt die Unschuldsvermutung. Sie sollen heute erfahren, warum mehrere Anwälte und ein größeres Team von Wissenschaftlern sich die Mühe gemacht haben, über fast ein Jahr zu recherchieren und aus ihren Untersuchungsergebnissen heraus eine Strafanzeige zu verfassen gegen die verantwortlichen Personen der obersten Zulassungsbehörde für Arzneimittel in der Schweiz, Swissmedic, und warum diese Strafanzeige mit der gesamten Beweisführung heute publiziert wird. Ich möchte vorausschicken, dieser Sachverhalt ist komplex und er ist umfassend. Sonst hätten wir nicht ein ganzes Jahr gebraucht, um damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und damit Sie den bestmöglichen Einstieg und auch die Chance haben, überhaupt in diese komplexe Materie einzusteigen, werden nachfolgend ausgewiesene und in ihrem Fach anerkannte Experten die wichtigsten Untersuchungsergebnisse und Fakten Ihnen vorstellen. Auf der Basis dieses rechtserheblichen Sachverhaltes haben wir die Strafanzeige verfasst. Zunächst Herr Dr. med. Michael Palmer, hier gleich zu meiner Rechten, war von 1990 bis 2000 an der Universität Mainz am Institut für medizinische Mikrobiologie und er war Professor von 2001 bis 2022 für Biochemie am Institut für Chemie der Universität Waterloo, Ontario, Kanada. Professor Dr. Michael Palmer wird Ihnen erläutern, warum die besondere Wirkungsweise der mRNA-basierten Impfungen nicht geeignet ist, eine Atemwegsinfektion mit SARS-CoV-2 zu verhindern und welche Risiken mit dieser speziellen mRNA-Technologie verbunden sind. Neben ihm sitzt Herr Professor Dr. Andreas Sönnigsen. Er ist Facharzt für Allgemeinmedizin und Innere Medizin und ehemals Vorsitzender des Deutschen Ärztenetzwerkes Evidenzbasierte Medizin. Professor Dr. Andreas Sönnigsen wird die wichtigste Evidenz zusammenfassen zum Nachweis, warum die mRNA-Covid-19-Impfungen von Pfizer und Moderna keine relevante Schutzwirkung gegen SARS-CoV-2-Erkrankungen haben. Sodann haben wir Herrn Professor Dr. Martin Hadic in der Mitte des Tisches. Er ist Facharzt für Hygiene und Mikrobiologie. Professor Hadic wird die wichtigste Evidenz zusammenfassen zur Frage und zum Nachweis, warum die Impfungen ein großes Sicherheitsproblem darstellen. Sodann rechts neben ihm aus der Schweiz Herr Professor Konstantin Beck. Er ist Titularprofessor für Versicherungsökonomie an der Universität Luzern. Er ist ehemaliger Leiter des CSS-Instituts für Gesundheitsökonomie und Professor Beck legt uns dar, welches belastbare Zahlenmaterial liegt uns vor zur Schadenswirkung von Covid-19
auf der einen Seite und welches belastbare Zahlenmaterial liegt uns vor zur Schadenswirkung der mRNA-Impfungen. So dann zur Rechten von Herrn Professor Konstantin Beck, heute anwesend der Arzt Dr. med. Urs Guthauser. Er ist Facharzt für Chirurgie FMH und analysiert seit rund einem Jahr Geschädigte im Hinblick auf die Frage, was sind die Ursachen dieser Schäden. Er hat die von uns vertretenen 6 Geschädigten ärztlich untersucht und erläutert nachher Ihnen die Methode, mit welcher er die Ursachen für die festgestellten Beschwerden unserer Mandanten auf die Covid-19-Impfung eingegrenzt hat. Herr Dr. Urs Guthauser ist praktizierender Arzt und Chirurg. So dann, fast ganz rechts außen, für den rechtlichen Teil darf ich Ihnen vorstellen, Herrn Litz Jörg Vollenweider. Herr Vollenweider ist ehemaliger leitender Staatsanwalt im Kanton Zürich. Staatsanwalt im Kanton Zürich. Er ist pensioniert und hat uns beim Lektorat der rund 600 Seiten unserer Strafanzeige und des Evidenzreports, also der wissenschaftlichen Beweisführung, unterstützt und uns dabei viele wertvolle Hinweise gegeben. Herr Vollenweider wird im rechtlichen Teil ganz konkret aufzeigen, wodurch genau Swissmedic die Bevölkerung über die Tatsache der fehlenden Schutzwirkung und über die Tatsache der fehlenden Sicherheit getäuscht hat. Schließlich darf ich Ihnen meinen Mitarbeiter vorstellen, Herrn Dr. Jur. Markus Zollinger. Er ist Rechtsanwalt und war bis vor einem Jahr stellvertretender Staatsanwalt im Kanton Zürich. Er hat eine große Praxiserfahrung im Strafrecht und dementsprechend war er bei der Ausfertigung der Strafanzeige federführend und auch bei der Bereitstellung des Beweismaterials in Form unseres Evidenzreports maßgeblich beteiligt. Ich selber, mein Name ist Philipp Kruse, ich bin Rechtsanwalt, habe meine eigene Anwaltskanzlei in Zürich. Ich habe die Vorbereitungsarbeiten zu dieser Strafanzeige im Herbst 2021 begonnen und habe das gesamte Projekt von Anfang an geleitet und ich bin für den Inhalt persönlich verantwortlich. Das Programm haben Sie gesehen und bei den Akten. So, dann kommen wir zur ersten Frage, warum überhaupt eine Strafanzeige? Diese Frage werden wir im Detail im rechtlichen Teil erörtern, aber es gibt Kernaussagen, die man schon vorausschicken kann. Swissmedic hat durch die Zulassung dieser neuen Arzneimittelsubstanzen gegen Covid-19 eine Gefahr für die Bevölkerung geschaffen und sie hat es versäumt, diese Gefahr mittels wirksamer Produktüberwachung adäquat zu kontrollieren. Sie hat darüber hinaus die Öffentlichkeit nicht korrekt über die tatsächlichen Risiken und die damit verbundenen Gefahren orientiert, mit der Folge, dass seit 2021 Schäden eingetreten sind, ganz konkrete Schäden für Individuen, wie wir sie heute hier haben, aber auch für die gesamte Gesellschaft in Form von Gesundheitskosten, die sonst nicht angefallen wären. Im Ganzen prospektiv kommen wir zum Schluss, dass die Gefahr aufgrund dieser Zulassungen und der Informationspolitik die Gesundheit der Öffentlichkeit in Gefahr ist. Warum publizieren wir diese Strafanzeige nun 4 Monate nach Einreichung? Der Grund ist der: Zwar wurde ein Strafverfahren in einem Teil unserer Anzeige eröffnet, in einem einzelnen Fall in Bezug auf die impfenden Ärzte bei einem einzelnen Impfopfer, aber in Bezug auf das Hauptverfahren hat die Staatsanwaltschaft bis heute uns nicht mitteilen können, wer ist zuständig und wurde mit dem Verfahren überhaupt begonnen, wurde das Verfahren eingeleitet. Nun sind seither 4 Monate verstrichen und wir haben uns aufgrund der Tatsache, dass sich diese Risiken fortsetzen und die Gefahr fortschreitet für die Bevölkerung, uns entschlossen, unsere Strafanzeige der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Nun
starten wir in medias res und wir beginnen mit der Schilderung von ganz konkret Betroffenen, Impfopfern, die wir so bezeichnen müssen, aufgrund unserer eigenen Analyse des Arztes. Und als allererstes bitte ich Frau Rosanna K., ihre persönliche Geschichte kurz zusammenzufassen. Dankeschön. Hallo zusammen. Dankeschön. Ich bin Rosanna Kienert und Flugbegleiterin. Bis zu meiner ersten Impfung fühlte ich mich topfit. Bis auf Schilddrüsenprobleme war ich gesund und stand mitten im Leben. Sport, Aktivitäten mit meinen Kindern, Haushalt, Beruf, alles lief problemlos und selbstverständlich ab. Nach der ersten Impfung mit BioNTech Pfizer Mitte Juni 2021 fehlte mir ein wenig die Energie. Aber nach der zweiten Impfung mit BioNTech Pfizer Mitte Juli 2021 fühlte ich mich schnell gar nicht gut. Was mit erst Schwindel begann, wenige Stunden nach der Impfung, wurde zu hohem, anhaltenden Fieber, welches dann schließlich einherging mit Atemnot und Ohnmacht und einem Rettungswagen bestellt von meinem Hausarzt direkt zum Spital, nachdem mein Blutgerinnungswert 2 Tage nach der Impfung auf eine Lungenembolie hingedeutet hat. Insgesamt war ich über fast ein Jahr nicht mehr in der Lage, meinen Beruf als Flugbegleiterin auszuüben. Und von Juni 2021 bis und mit Dezember hatte ich Fieber fast jeden Tag, unerträgliche Schmerzen und Atemprobleme, war derart eingeschränkt, dass ich mich nicht um meine kleinen Kinder kümmern konnte. Das Schlimmste war für mich, dass ich nicht wusste, ob sich mein Zustand jemals wieder verbessern würde. Meine ganze Familie hat mitgelitten. Mein Hausarzt war sehr bemüht, mir zu helfen, was aber nicht so einfach war. Insgesamt haben mir Geduld, viel Ruhe und Physiotherapie zu einer Verbesserung verholfen. Seit Januar 2022 bin ich endlich fieberfrei und seit Februar 2022 haben sich die Schmerzen in meinem Brustkorb und Atemprobleme Schritt für Schritt gelöst. Mehrere Spitalaufenthalte, ein Monat auf Reha, endlose Untersuchungen später. Heute bin ich weiterhin erschöpfter wie vor der Impfung, weniger belastbar und mein Kreislauf mag nicht immer so, wie ich das möchte. Insgesamt bin ich aber überglücklich, wieder so fit zu sein. Der Zusammenhang zwischen der Impfung und meinem Leiden ist deshalb so evident, da absolut keine andere Ursache für meine Erkrankung gefunden wurde und der zeitliche Zusammenhang nicht offensichtlicher sein könnte. Leider bestand die Angst, meinen Arbeitsplatz zu verlieren, sollte ich mich nicht schnellstmöglichst impfen. Ich wünschte, dass ich mit der Entscheidung, mich impfen zu lassen, hätte warten können. Corona ist für mich eine schwere Krankheit und ich bin sicher, dass auch eine Impfung Leben retten kann. In meinem Fall war diese Entscheidung aber leider lebensgefährlich. Dankeschön. Vielen Dank, Rosanna. Danke. Wir kommen gleich zur nächsten Geschädigten. Und so, einfach da. Ja, ja. Wenn Sie selber. Ja. So. Hallo zusammen. Mein Name ist Majost. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite als Sachbearbeiterin bei einem Verband. Vor der Impfung war ich gesund, aktiv und unternehmungslustig. Ich bin gerne in die Berge wandern, habe sehr gerne gemalt und mich um meine Nichten und Neffen gekümmert. Nach der ersten Impfung mit Moderna Spikevax im Mai 2021 hatte ich Bauchkrämpfe.
Meine Periode blieb 3 Monate aus. Weiter hatte ich einen schweren Arm. Nach der zweiten Impfung mit Moderna Spikevax im Juli 2021 waren die Symptome heftiger. Ich bekam Fieber, Schüttelfrost und Gliederschmerzen. Meine Arme und Beine waren schwer. Beide Male kommandierte das Impfpersonal meine Beschwerden als normale Symptome. Aufgeklärt über diese angeblich normale Symptome wurde ich nie. Nach der Boosterimpfung mit Moderna Spikevax im Dezember 2021 verstärkten sich die Gliederschmerzen so stark, dass ich zu Hause vor dem Eingang zusammengebrochen bin. Meine Gelenke und Weichteile schwollen dick an und jeglicher Druck, jegliche Bewegung lassen 1000 Messerstiche durch meinen Körper strömen. Die ständigen Schmerzen halten bis heute an. Ich kann nicht mehr im Bett schlafen, weil ich nicht alleine hochkomme. Der Gang zur Toilette ist eine Tortur. Ich wurde hospitalisiert, mein Zustand war ernst. Behandelt wurde ich mit Cortison. Erst im Mai 2022 bin ich mit Hilfe meiner Anwältin zu einem Arzt gekommen, der mir die richtige Diagnose gab. Insgesamt bin ich seit 11 Monaten nicht mehr in der Lage, mich selbst zu versorgen. Ich kann nicht mehr kochen, waschen, putzen und gehen. Das Schlimmste ist für mich die ständigen Schmerzen. Ich habe von den Behörden und Krankenkasse wenig bis keine Hilfe erhalten. Wenn da nicht die Familie, Freunde und Arbeitgeber sowie die Spitex, wäre ein selbstständiges Leben nicht mehr möglich. Finanziell muss ich das meiste selber tragen. Durch die vielen Spike-Proteine hat sich meine körpereigene Abwehr auf sich selber gestürzt. Mein Blut ist seit der Impfung für eine normale Gerinnung zu verdickt. Mir ist es wichtig, dass die Nebenwirkungen der Impfung anerkannt werden und man die Augen davor nicht mehr schließt. Es gibt wirklich sehr schwere Impfnebenwirkungen. Ich wünsche mir, dass wir endlich von den Medien ernst genommen werden. Ich habe darauf vertraut, dass die Behörden mir die Wahrheit sagen. Ich fühle mich von den Versprechungen von Alain Berset und der Swissmedic getäuscht. Ich will die Menschen wachrütteln. Die Impfung ist absolut nicht so sicher und ungefährlich, wie es uns versprochen wurde. Prima, herzlichen Dank. Wir haben noch ein drittes Impfopfer vorbereitet. Sie kann leider nicht anwesend sein. Wir haben stattdessen aber einen Film, den wir gerne abspielen würden. Der dauert etwa 2 Minuten. Sie sehen, was ihr widerfahren ist. Sie hat vor allem Mikrothrombosen im Blut, was dann zu Störungen in der Bewegungsfreiheit führt. Ja, und wie angekündigt wird nun der untersuchende Arzt Dr. Med Urs Guthauser uns erläutern,
mit welchen Methoden er die Ursachen für dieses Leiden analysiert hat. Bitte, Dr. Urs Guthauser. Ich bedanke mich bei meinen Patientinnen für ihre heutige Präsenz und für ihren Mut, ihre Leidensgeschichten hier öffentlich den Medien bekannt zu machen. Wir wissen es, alle wissen es, nur viele wollen es immer noch nicht wissen. Ich bin überzeugt, dass diese erschütternden Worte und Bilder eigentlich keine weiteren Erklärungen brauchen und das, was wir alle wissen, eindrücklich bestätigt. Diese Patientinnen sind Opfer und Zeugen von dem, was diese mRNA-Injektion bewirken kann. Ich nenne es nicht Impfung. Diese 3 Leidensgeschichten repräsentieren aber nur die Spitze der Spitze des Eisberges. Die Dunkelziffer weltweit ist erheblich. Alle meine Patienten, deren Gutachten ich bis jetzt erfasst habe, mussten aufgrund ihrer Beschwerden eine Odyssee von verschiedensten Ärzten, Kliniken, Hospitalisationen und Labore durchlaufen, um schlussendlich mangels objektiver Ergebnisse mit der Empfehlung zu enden, sich doch psychosomatisch behandeln zu lassen. Die wenigsten der involvierten Ärzte haben einen Bezug zur mRNA-Injektion in Erwägung gezogen. Sie alle, mit wenigen Ausnahmen, haben konsequent weggeschaut und die Patientinnen in ihrer Verzweiflung allein gelassen und nicht ernst genommen. Die wenigsten, das Ziel der Gutachten ist auf Basis von wissenschaftlichen Daten einen eventuellen Zusammenhang von unerwünschten Nebenwirkungen der Injektion mit dieses festzustellen und zu begründen. Ja. Zur Methodik will ich 2 Kriterien hervorheben. Die Erhebung einer präzisen, minutiösen Anamnese ist in der Beurteilung eines Vakzinsyndroms entscheidend. Ein guter Gesundheitszustand vor der Injektion und ein plausibler zeitlicher Zusammenhang haben meine Patientinnen starke Beweiskraft. Zweitens, die Beurteilung der Beschwerdebilder auf Basis der Klinik und entsprechenden Studien ist Grundlage der Gutachten. Eine sehr hilfreiche Studie dazu von Seneff et al. Untersucht vertieft die molekularbiologischen und pathophysiologischen Mechanismen nach einer Implementierung eines modifizierten mRNA in den menschlichen Körper. Die Krankheitsbilder, Die Krankheitsbilder beim Postvakzinsyndrom sind sehr komplex und heterogen. Sie sind von Patient zu Patient verschieden und ergeben kein einheitliches Bild. Es können viele Organe damit betroffen sein. Meine Patientinnen wurden höchstwahrscheinlich aufgrund der modifizierten mRNA-Injektion in mindestens einem oder in mehreren Organsystemen beschädigt. Die Ursache ist mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit diese Injektion. Andere Ursachen konnte ich ausschließen. Fazit: Beurteilung der Kausalitätsfrage ist sehr komplex. Präzise, minutiöse Anamnese ist unabdingbar und sie ist zielführend für die Diagnose. Starke Beweiskraft hat der plausible zeitliche Zusammenhang und ein guter Gesundheitszustand vor der Injektion. Und ein harter Nachweis für Postvakzineschäden ist leider schlussendlich nur durch eine Biopsie oder Autopsie möglich.
Analysen und Gutachten wurden auf Basis der Qualitätskriterien von FMH und WHO unter Berücksichtigung der aktuellen Literatur und Nebenwirkungsmeldungen erstellt. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Dr. Guthauser. Wir haben als Juristen die Aufgabe, denjenigen Sachverhalt zu prüfen, welcher am Ende zu Rechtswirkungen führen soll. Die Frage ist also, was ganz genau ist der rechtserhebliche Sachverhalt und was haben wir zu prüfen? Und deshalb haben wir uns zuallererst die Frage gestellt, welche Funktion und welche Aufgaben weist das Gesetz Swissmedic zu? Und ich zitiere hier nur die allerwesentlichsten. Die Tatsache ist, wie Ihnen bekannt, dass Swissmedic die oberste Aufsichts- und Zulassungsbehörde der Schweiz ist und dass sie im Rahmen des Heilmittelgesetzes zum Schutz der Gesundheit von Mensch und Tier gewährleisten muss, dass nur qualitativ hochstehende, sichere und wirksame Heilmittel zugelassen werden. Swissmedic muss zudem Konsumenten von Heilmitteln vor Täuschung schützen und im Übrigen sicherstellen, dass die zugelassenen Arzneimittel nach den Regeln der guten Herstellungspraxis hergestellt werden. Von besonderer Bedeutung im Zusammenhang mit diesen aktuellen Covid-19-Impfungen ist die Tatsache, dass keine dieser Impfungen im Rahmen eines ordentlichen Verfahrens zugelassen wurden. Hier im Bild rechts. Was ist das besondere Charaktermerkmal eines ordentlichen Verfahrens nach Artikel 9 Heilmittelgesetz? Im Rahmen eines solchen Verfahrens müssen die Hersteller zwingend zuerst über rund 2 Jahre den Nachweis erbringen der Wirksamkeit und der Sicherheit, bevor das betreffende Arzneimittel überhaupt zum Markt zugelassen wird. Das war hier aber nicht der Fall. Swissmedic hat die Zulassungen erteilt im Rahmen der sogenannten befristeten Zulassung nach Artikel 9a. Dieser Titel ist sehr wenig aussagekräftig, denn zu bemerken ist, dass im Rahmen dieses Zulassungsverfahrens die Hersteller nur sehr minimale Nachweise für die Schutzwirkung und Nachweise für die Sicherheit erbringen müssen. Aber diese minimalen Nachweise müssen sie erbringen. Und wir werden nachher sehen, dass nicht mal diese minimalsten Nachweise erbracht wurden. Und dieses Zulassungsverfahren heißt deshalb befristete Zulassung, weil sie erteilt wird für eine Zeitdauer von in der Regel maximal 2 Jahren, innerhalb derer die Hersteller dann den Nachweis erbringen müssen, dass tatsächlich diese Substanzen wirksam sind und sicher. Das heißt, jetzt müssten diese Nachweise auf dem Tisch liegen, rund 2 Jahre nach dieser ersten Zulassung. Und hier das ist der Dreh- und Angelpunkt unserer Untersuchungen gewesen. Dieser Artikel 9a auf der linken Seite, das ist die schweizerische Rechtslage, Rechts-EU, lassen wir im Moment hier aus. Aber ganz entscheidend, wir müssen uns bewusst machen, dass dieses befristete Bewilligungsverfahren überhaupt nur dann in Frage kommt für Krankheiten und Bevölkerungsgruppen, die eben lebensbedrohend von diesen Krankheiten betroffen sind oder Krankheiten, die eine Invalidität zur Folge haben. Also hätte Swissmedic schon gleich von Anfang an sich ein ganz genaues Bild davon machen müssen, welche Bevölkerungsgruppen sind denn wirklich überhaupt lebensbedrohend von Covid-19 betroffen. Und ganz vereinfacht, nun, ich werde die juristischen Details nachher Markus Zollinger überlassen. Aber wichtig ist, Sie müssen sich immer vor Augen halten, den Punkt, den ich gerade genannt habe, Notwendigkeit, eben gibt es überhaupt eine lebensbedrohende Krankheit? Und zweitens der Nachweis, auch wenn es ein minimaler Nachweis ist, der Wirksamkeit und der Nachweis der Sicherheit. Und dementsprechend drehen sich sämtliche Ausführungen, welche Sie jetzt gleich anschließend hören werden, genau um diese Themen und es geht um diese Fragen. Und somit starten wir im Bereich der Wirksamkeit, werden sprechen zu uns Herr Dr. Michael Palmer und Herr Professor Andreas Sönnigsen. Und ich darf als erstes Herrn Dr. Michael Palmer bitten, uns
die Frage etwas näher zu bringen, ob denn überhaupt mit dieser besonderen mRNA-Technologie es möglich ist, eine solche Schutzwirkung zu erzielen. Vielen Dank, Herr Dr. Michael Palmer. Bitte schön. Ja, vielen Dank für die Einladung und für die Gelegenheit, hier zu diesem wichtigen Thema zu sprechen. Danke sehr. Gerade mal was ausprobieren. Okay, so ich möchte zur Einleitung, auch als Grundlage für die nachfolgenden Redner, kurz erklären, wie die mRNA-Vakzine, die Impfstoffe eigentlich funktionieren sollen. Und fangen wir doch gleich mal an mit der Ausgangslage. Okay, so wir haben gerade gehört, dass eigentlich die Swissmedic und andere Regulationsbehörden in anderen Ländern verpflichtet sind, gründliche Sicherheitsstudien durchzuführen. Und das war hier wirklich nicht gegeben. Wir haben hier sogar Grundsätzliches mit einer ganz neuen Technologie zu tun, die bisher für keine andere Anwendung am Menschen gründlich getestet wurde und auch in keinem Fall irgendeine gründliche Wirksamkeit nachgewiesen hat. Okay? Und die Tierstudien, die eigentlich den klinischen Studien vorausgehen sollten, waren auch sehr unvollständig. Es wurden unter anderem wichtige Risiken wie Mutagenität, das heißt Schädigung vom Erbgut, von der DNA des Menschen, und Karzinogenität, also Krebsauslösung. Diese Risiken wurden nicht getestet, wurden nicht überprüft. Und das ist natürlich fatal bei diesen mRNA-Substanzen, die eigentlich wie Gentherapie wirken. Ja, wir können den ganzen Tag darüber argumentieren, ob Impfstoffe Gentherapie sind oder nicht, aber für das Risiko ist der Wirkungsmechanismus entscheidend und der Wirkungsmechanismus entspricht dem einer Gentherapie. Und deswegen hätten die entsprechenden Tests auch durchgeführt werden müssen. Dazu kommt, dass bei den sogenannten klinischen Tests die Studienteilnehmer nur für wenige Monate beobachtet wurden. Normalerweise dauern klinische Tests viel länger. Man muss es auch länger machen, um überhaupt eine langfristige Wirkung nachweisen zu können. Man kann nicht innerhalb von 3 oder 5 Monaten testen, ob ein Impfstoff für 2 oder 5 Jahre schützt. Das geht nicht. Und man kann eben auch langfristige Sicherheitsrisiken bei solchen kurzfristigen Tests nicht erfassen. Gut, jetzt kommen wir aber doch zum Wirkungsmechanismus. Also wie funktionieren diese mRNA-Vakzine? Sie bestehen einfach nur aus einem mRNA-Molekül, dieses blaue Ding da, das ist in Lipide eingepackt. Und die Lipide, das sind fettartige Moleküle, zum Teil natürlich, zum Teil synthetisch. Und deren Aufgabe ist es, die mRNA in die Zelle einzuschleusen und sie dann innerhalb der Zelle freizusetzen, sodass die mRNA sich dann mit den Ribosomen zusammentun kann und dann wird das Spike-Protein gebildet. Das Spike-Protein wird dann an die Zelloberfläche transportiert und eine Stichprobe von diesen Spike-Protein-Molekülen wird auch fragmentiert in der Zelle und es werden die Fragmente separat zur Zelloberfläche transportiert. Das intakte Spike-Protein und diese Fragmente aktivieren jeweils 2 verschiedene Arme des Immunsystems. Aber beide dieser Immunreaktionen richten sich gegen die Zelle und können potenziell die Zelle zerstören. Okay? Das ist also ein ganz wichtiger Punkt. Gut, jetzt müssen wir noch anfügen, dass die Impfstoffpartikel synthetische Lipide enthalten, die bisher für den Menschen, für die Anwendung am Menschen noch gar nicht zugelassen waren. Die waren am Menschen nicht getestet worden und sind trotzdem ganz einfach mal so in diesem beschleunigten Verfahren zugelassen worden. Das ist eigentlich unerhört. Man kann sogar in dem Bericht der FDA, der amerikanischen Zulassungsbehörde, finden, dass diese synthetischen Lipide mit unbekannten Mengen von unbekannten Kontaminanten belastet sind. Und sowas wurde einfach für die Behandlung von Menschen zugelassen. Das ist ein völlig unerhörter Vorgang. Gut, wir sehen dann, dass die, wie schon gesagt, die Lipide vermitteln die Aufnahme der mRNA in die Zelle und die Freisetzung. Und es richtet sich die Immunreaktion gegen die Zelle. Das brauche ich eigentlich nicht zu wiederholen. Jetzt müssen wir noch darauf eingehen, auf die Frage, wie unterscheiden sich denn diese mRNA-Impfstoffe von natürlichen Viren zum Beispiel. Wir kriegen hier oft erzählt, dass die mRNA-Impfstoffe im Grunde eigentlich das Gleiche tun wie Viren. Ganz oberflächlich betrachtet stimmt das auch vielleicht. Ja, ich meine, die Viren
Bakterien schleusen auch Nukleinsäure in die Zelle ein. Und eine Immunreaktion gegen eine solche virusinfizierte Zelle wird auch die Zelle zerstören. Aber im Falle eines Virus werden Sie nur eine sehr geringe Menge von Partikeln aufnehmen. Wenn Sie schon Immunität haben, dann wird diese Immunität die Viruspartikel selbst abfangen oder sie wird sehr schnell die entstehende Infektion auslöschen, bevor großer Schaden angerichtet wurde. Im Falle der Impfstoffpartikel werden vergleichsweise sehr, sehr große Mengen von Nukleinsäure eingebracht und die enden auch alle in irgendwelchen Zellen. Ja, das bedeutet, dass von vornherein schon mal eine große Anzahl von Zellen zerstört wird. Eigentlich unnötigerweise, wenn der Zweck der Übung einfach nur die Erzeugung von Antikörpern ist. Dazu kommt noch, weil die Impfstoffpartikel eben nur aus Lipiden und RNA in diesem Fall bestehen, kann das Immunsystem diese Partikel nicht erkennen und nicht stoppen. Also selbst bei Leuten, die schon hohe Antikörpertiter haben, werden diese Partikel in Zellen aufgenommen werden. Und diese Zellen werden dann umso heftiger angegriffen werden vom Immunsystem, wenn sie schon Immunität haben. Und wir haben das auch in einigen der Berichte gehört, dass mit jeder nachfolgenden Impfung die Symptome schwerer geworden sind. Das ist ganz einfach zu erklären. Das folgt aus dem Mechanismus. Das muss man unbedingt erwarten, einfach ausgehend von grundlegenden Prinzipien der Molekularbiologie. Da ist kein Mysterium. Das ist absolut zu erwarten. So, dann kriegen wir auch erzählt, dass die Impfstoffe ja eigentlich immer nur in der Schulter verbleiben und es gibt immer nur so lokale Symptome. Das mag auch für viele Leute glücklicherweise zutreffen, aber auf der anderen Seite ist es so, dass im Tierversuch es gezeigt wurde, dass dass nach intramuskulärer Injektion eines Modellimpfstoffs in eine Ratte der Impfstoff nach kurzer Zeit, nach einer Viertelstunde im Blut auftauchte, nach 2 Stunden fiel es dann wieder ab, aber der hat sich dann in verschiedenen Organen angereichert. Ja, Sie sehen das hier in der Leber und der Milz, das ist ein bisschen zu erwarten und aufgrund der besonderen Zusammensetzung dieser Partikel kann man auch erwarten, dass er sich anreichert in anderen Organen, die sogenannte Lipoproteine aufnehmen. Und das sind unter anderem die Drüsen, die Nebennieren und die Ovarien. Aber man muss aus ähnlichen Gründen davon ausgehen, dass eine Anreicherung auch in der Plazenta erfolgt. Sie können sich die Folgen ausmalen. Und es wurde auch inzwischen nachgewiesen, dass die Impfstoffpartikel in die Muttermilch übertreten. Eine Studie an 11 stillenden Müttern, die geimpft wurden, hat nachgewiesen, dass von diesen 11 Frauen 5 den Impfstoff in der Muttermilch ausgeschieden haben, jedenfalls für ein paar Tage. Es kann also überhaupt nicht davon die Rede sein, dass diese Impfstoffe einfach nur auf die Schulter beschränkt bleiben, auf den Schultermuskel beschränkt bleiben. Das ist nicht der Fall, die verteilen sich im gesamten Körper. Gut, ich habe Ihnen vorher gezeigt im Cartoon, dass das Spike-Protein in den Zellen synthetisiert und an die Zelloberfläche transportiert wird. Das lässt sich auch nachweisen am einzelnen Patienten in Gewebeproben. Das wurde hier gemacht in einer Studie vom Pathologen Michael Mörz in Dresden. Er hat mit einer sogenannten Immunhistochemie nachgewiesen, ja, diese braunen Pigmente, die er hier erzeugt hat, lagern sich überall da ab, wo das Spike-Protein gebildet wurde. Ja, das ist also hier, das sind kleine Blutgefäße im Herzmuskel, eine Koronararterie. Und ein Kontrollexperiment hat nachgewiesen, das sogenannte Nukleokapsid ließ sich nicht nachweisen. Das bedeutet, es handelte sich hier nicht um eine Virusinfektion, weil im Fall einer Virusinfektion alle viralen Proteine auftreten müssten. Aber wenn nur das Spike-Protein auftritt, dann muss es der Impfstoff gewesen sein. Und der Patient in diesem Fall hatte auch 3 Impfungen bekommen. Er hatte andererseits aber keine Vorgeschichte von einer SARS-CoV-2-Infektion. Das passt also alles zusammen. Ja, wir halten fest, wir können am Einzelfall nachweisen, dass das Spike-Protein sich in den Krankheitsherden befindet. Ja, dieser Patient hatte auch eine Myokarditis, er hatte obendrein auch noch eine Enzephalitis, das heißt eine Entzündung des Gehirns. Wir finden wieder diese braunen Pigmente, hier zunächst durch den roten Pfeil hervorgehoben in einem kleinen Blutgefäß, aber durch den blauen Pfeil hervorgehoben auch im umgehenden Hirngewebe.
Und wir finden hier auf der rechten Seite Nummer 3 kennzeichnet einen sogenannten Lymphozyten. Das ist eine Immunzelle, die also diesen Immunangriff durchführt auf die Hirnzellen. Und hier sehen wir eine tote Nervenzelle im Gehirn. Dieser Patient hatte eine schwere sogenannte nekrotisierende Enzephalitis und die hat bei ihm zum Beispiel auch zu epileptischen Anfällen geführt. Ja, die waren also manifest vor seinem Tod. Gut, wir müssen auch festhalten, dass ich habe Ihnen vorher erzählt, dass der Impfstoff sich in die Blutbahn verteilt. Der kann also dann auch aufgenommen werden von den Zellen der Blutgefäße selbst. Und diese Blutgefäße selbst können dann auch angegriffen werden von Lymphozyten. Und Sie sehen hier ein normales Blutgefäß und hier sehen Sie ein mottenzerfressenes Blutgefäß und hier sehen Sie ein dickes Gerinnsel. Ja, also wir haben ja viele solche Geschichten gehört. Dann, es wurde schon angesprochen, das Risiko von DNA-Schädigung. Ja, das ganz kurz, das ist eine Laborstudie, eine In-vitro-Studie aus Schweden. Und jede Probe hier, die mit BNT bezeichnet ist, ist eine Impfstoffprobe. Zellen, die wurden mit dem Impfstoff inkubiert und diese schwarzen Striche bedeuten, dass eine Umwandlung der mRNA in DNA stattgefunden hat. Und diese DNA, muss man annehmen, wurde dann auch in das Genom, in die Chromosomen der Zelle integriert. Das bedeutet Risiko von DNA-Schädigung und auch von Krebsentstehung. Okay. Gut, ich halte nur noch einmal fest, dass sorgfältige histopathologische Studien die Verursachung von schweren Schäden auch im Einzelfall eindeutig belegen können. Es gibt keinen Grund für diagnostischen Nihilismus. Wenn ein Arzt daran denkt, an die Möglichkeit einer Impfschädigung, dann kann er Gewebeproben entnehmen aus geeigneten Organen und kann an diesen feststellen, ob oder ob nicht eine Impfschädigung vorliegen kann. Und wie gesagt, ja, der Befund aus dem Labor unterstreicht noch einmal, dass Schädigungen von DNA und Krebsrisiken ernst genommen werden müssen und dass die systematische Vernachlässigung komplett unverantwortlich war. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Herr Dr. Michael Palmer. Ich kann Ihnen versichern, dieses Thema ist das komplexeste in dem gesamten Sachverhalt und es richtet sich natürlich primär an die echten Experten, die am Ende über dieses Verfahren entscheiden müssen. Damit sollte nur zum Ausdruck gebracht werden, was hat Swissmedic im Dezember 2020 damals schon wissen müssen in Bezug auf diese Substanzen. Aber nun kommen wir zum eigentlichen Thema der Wirksamkeitsfrage, vorgetragen von Professor Dr. Andreas Sönnigsen. Warum relevant? Denn es ist, wie ich vorhin gesagt habe, als Zulassungsvoraussetzung ein großer therapeutischer Nutzen zwingend zu verlangen nach Artikel 9a. Und nun bitte ich also dementsprechend Herrn Professor Sönnigsen, uns darzulegen, welche Belege liegen denn vor, welche Nachweise, um eben den behaupteten von Swissmedic zu erhärten, es sei eine Schutzwirkung da und diese Substanzen könnten gegen schwere Verläufe schützen. Dankeschön. Bitte schön. Ja, lieber Philipp, vielen Dank. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe Ihnen gerade gebeten, dieses Slide nochmal dazulassen und noch nicht weiterzugehen zu meiner Präsentation, weil ich nochmal darauf eingehen möchte, was ist die Voraussetzung für die bedingte Zulassung? Und eine ganz wichtige Voraussetzung für die bedingte Zulassung ist die lebensbedrohliche Erkrankung. Denn nur wenn eine lebensbedrohliche Erkrankung vorliegt, kann man natürlich überhaupt auch einen therapeutischen Nutzen nachweisen. Eine Erkältung ist nicht lebensbedrohlich. Und für die allermeisten, und wir haben heute zwei, ich danke Ihnen für diese sehr eindrücklichen Schilderungen, ich kann das nur bestätigen, ich habe viele Patienten mit sehr ähnlichen Verläufen in der Praxis. Sie sind durch Covid überhaupt nicht bedroht. Das ist für sie keine lebensbedrohliche Erkrankung. Das Durchschnittsalter der Covid-Toten ist 84 Jahre und 99% der Covid-Toten haben mindestens eine schwere Begleiterkrankung. Das sind also keine gesunden jungen Leute. Also
insofern ist auch von dieser Seite her ein großer therapeutischer Nutzen gar nicht nachweisbar. Und die Hersteller, und jetzt komme ich dann zu meinem Vortrag, ja, was bedeutet Wirksamkeit? Schutz vor schwerer Erkrankung, Hospitalisierung und Tod und natürlich im Rahmen einer Pandemie Schutz vor Weitergabe der Infektion, also Unterbrechung der Infektionsketten, damit Schutz der vulnerablen Bevölkerungsgruppen. Das wäre ja noch eine zweite Möglichkeit. Beides wurde in den Zulassungsstudien nicht untersucht, weil es nämlich ganz schwierig ist, durch Tod wirklich bedrohte Studienteilnehmer zu finden. In den Zulassungsstudien wurden überwiegend gesunde junge Leute untersucht. Und da kann man das Zielkriterium todbringende Erkrankung und Schutz vor einer todbringenden Erkrankung gar nicht untersuchen. Und es war von vornherein auch gar nicht die Absicht, in den Zulassungsstudien die Unterbrechung der Infektionskette zu untersuchen. Nochmal kurz zur Studienmethodik, weil die meisten von Ihnen ja keinen wissenschaftlichen Hintergrund haben. Wie kann denn überhaupt ein belastbarer wissenschaftlicher Nachweis erbracht werden? Und in der Medizin geschieht das in der Regel durch eine sogenannte placebo-kontrollierte, randomisierte, im optimalen Fall dreifachblinde Studie. Das heißt, ein Kollektiv von Probanden in diesem Fall, denn das waren ja Gesunde, also es sind gar keine Patienten, die hier behandelt werden, sondern es sind gesunde Bürger, werden durch ein Losentscheid randomisiert in eine Placebo-Gruppe und in eine Impfgruppe aufgeteilt und dann nach Applikation der Impfung oder des Placebos im Hinblick auf ein patientenrelevantes Zielkriterium untersucht. Solch ein patientenrelevantes Zielkriterium wäre zum Beispiel eben die Hospitalisierung, der schwere Verlauf oder der Todesfall. So eine Nachweisstudie ist für jede Zulassung eines Arzneimittels unabdingbar. Und zwar egal, ob es sich um eine befristete, vorläufige, bedingte Zulassung oder eine dauerhafte Zulassung handelt. Und dieser Nachweis wurde in den Zulassungsstudien der Covid-Impfstoffe überhaupt nicht erbracht. Ich zeige Ihnen hier mal die Pfizer-Studie. In der Pfizer-Studie wurden ca. 20.000 Menschen mit Impfstoff behandelt und 20.000 durch Zufall ausgewählt mit einer Placebo-Injektion. Und als primäres Zielkriterium hat man gewählt die symptomatische PCR-Test-positive Infektion. Mit anderen Worten, Schnupfen. Das ist kein geeignetes Zielkriterium für eine Zulassung von einem potenziell gefährlichen Impfstoff. Dieses Zielkriterium hat nämlich überhaupt keine klinische Relevanz. So, dann wurde schon von meinen Vorrednern darauf hingewiesen, dass die Beobachtungszeit mit einigen Monaten zu kurz war. Die Beobachtungszeit war, wenn man das genau ausrechnet, das ist nämlich hier angegeben, das sind die Jahre geteilt durch die Teilnehmer, war nämlich genau 6,6 Wochen im Durchschnitt. Und nach 6,6 Wochen wurde dann eine Aussage im Hinblick auf dieses primäre Zielkriterium gemacht. Und dann hat man noch einen weiteren Trick eingebaut. Man hat Erkrankungen, die vor dem 7. Tag nach der 2. Impfung aufgetreten sind, nicht mitgerechnet. Weil angeblich natürlich erst 7 Tage nach der 2. Impfung der Immunschutz aufgebaut werden konnte. Tatsächlich ist es aber natürlich Betrug, denn kein Patient oder Bürger, der diese Impfung bekommt, kann die Zeit zwischen der 1. Impfung und 7 Tagen nach der 2. Impfung überspringen.
Das heißt, Ereignisse, die in diesem Zeitraum stattfinden, müssen natürlich bei der Auswertung mitgewertet werden. Man hat hier diesen Trick angewandt, weil man dadurch Impfnebenwirkungen vertuschen konnte. Okay, ich bin zu langsam. So. Das nächste Problem ist, dass man eine Vorspiegelung hoher Wirksamkeit vorgenommen hat durch Fokussierung auf die sogenannte relative Risikoreduktion. Da kam nämlich dann 95% relative Risikoreduktion raus. Und Sie sehen das hier. Relative Risiko, da nehme ich nur die Menschen, die das Endkriterium erreicht haben, also die symptomatische Erkältung, und lasse alle in beiden Gruppen, die nichts hatten, aus der Rechnung weg. Ich hatte 160 Erkältungen von 18.000 in der Placebo-Gruppe und 8 in der Impfgruppe. Wenn man aber das absolute Risiko sich anschaut, also das bezogen auf alle, dann sieht man, die Ereignisse sind hier nur als kleiner blauer Strich überhaupt zu erkennen. Die absolute Risikoreduktion durch die Impfung war 0,7%. Das ist nichts und das wurde aber in der Publikation nicht berichtet. Wenn man sich weiter anschaut, die Daten der FDA, die haben nämlich etwas genauere Daten bekommen, dann wurden hier bei 1594 Patienten in der geimpften Gruppe und bei 1816 in der Placebo-Gruppe der klinische Verdacht auf Covid-19 geäußert, aber bei vielen wurde gar kein PCR-Test durchgeführt. Wenn man diese Zahlen nimmt, reduziert sich die Impfeffektivität auf 12%. Wenn man dann noch die Erkrankungen innerhalb von 7 Tagen nach der Impfung dazu rechnet, in diesem Zeitraum war das Risiko in der geimpften Gruppe um 50% erhöht gegenüber dem Placebo-Behandelten. In der 6-Monats-Auswertung wurden dann tatsächlich die Todesfälle auch angeschaut. Es gab in der Impfgruppe 15 und in der Placebo-Gruppe 14. Die Impfung hatte also im Hinblick auf das relevante Kriterium überhaupt keinen Effekt. Nach 6 Monaten hat man wohlweislich zur Vermeidung weiterer Auswertungen die Placebo-Gruppe geimpft und damit eine Langzeitauswertung verhindert. Die Daten werden von Pfizer geheim gehalten und müssen erst nach und nach rausgegeben werden. Und es gab in mindestens einem Studienzentrum offensichtliche Datenmanipulation. Die weiteren Impfeffektivitätsstudien sind keine randomisiert kontrollierten Studien, sondern sind retrospektive Kohorten-, Fallkontroll- und Modellstudien mit schweren methodischen Fehlern. Auch hier wurde die Zeit zwischen der ersten Impfung und 7 bis 14 Tage nach der zweiten Impfung ausgeklammert. Auch hier wurden nicht die relevanten Zielkriterien untersucht, nämlich die Gesamtmortalität und die Gesamthospitalisierungsrate, sondern nur Covid-bezogene Hospitalisierung und Covid-bezogener Tod, das heißt Impfschäden sind aus der Wertung rausgefallen. Die Modellierungsstudien legten ihren Modellierungen eine Impfeffektivität von 95% auch hinsichtlich von Todesfällen zugrunde, die ja nie nachgewiesen wurde. Durchgehend weisen alle diese Studien massive Interessenkonflikte der Autoren aus und sind von den Herstellern finanziert worden. Aktuelle Daten zeigen, und jeder, der so ein bisschen in die Runde schaut, kann das sehen, es gibt haufenweise Covid-Fälle bei Geimpften. Diese Impfung ist sinnlos. In einer Studie, nur kurz noch am Rande bemerkt, wurde auch inzwischen nachgewiesen, dass sie nicht vor der Weitergabe der Infektion schützt. Das heißt, Geimpfte und Ungeimpfte, die an Covid erkranken, und sie erkranken gleichermaßen, haben die gleiche Viruslast und sind gleichermaßen ansteckend. Das Fazit: Alle Wirksamkeitsnachweise erstrecken sich auf wenige Wochen bis maximal Monate. In manchen dieser Beobachtungsstudien war die Beobachtungszeit sage und schreibe 15 Tage. Irrelevante PCR-Test-positive leichte Erkrankungen wurden gemessen oder nur Covid-bezogene Endpunkte.
Es gibt also keinen belastbaren Nachweis für die Verhinderung von schweren Verläufen und Todesfällen. Es ist aber inzwischen eindeutig nachgewiesen, dass die Weitergabe der Infektion durch die Impfung nicht verhindert wird. Und Personen ohne Risiko für einen schweren Verlauf, und dazu gehören alle gesunden jungen Leute, wie Sie vor der Impfung waren, für die ist mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit die Impfung ohne jeglichen Nutzen, sondern nur mit Schadenpotenzial behaftet. Und damit gebe ich dann gleich weiter an meinen nächsten Redner. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Professor Sönnigsen. Und wir schreiten jetzt gleich fort zur Frage, welche Basisstudien und welche Fakten stehen uns zur Verfügung, um beurteilen zu können, ob diese Substanzen nun sicher sind oder nicht sicher. Dieses Thema wird nun vorgetragen von Herrn Professor Dr. Martin Harditsch. Bitte schön. Danke. Vielen lieben Dank und ein herzliches Grüß Gott in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind und ich bedanke mich herzlich für Ihr Interesse. Ich bedanke mich auch bei den Organisatoren und schließe mich natürlich auch dem Dank an, dass Sie hierher gekommen sind. Ich kann mir vorstellen, dass das einiges an Überwindung braucht, sich hier öffentlich auch hinzustellen. Der Presse möchte ich sagen, ich weiß nicht, ob Ihnen bewusst ist, mit welchem großen Interesse man auch im Ausland heute auf diese Veranstaltung schaut. Und Sie haben hier die Chance, Geschichte zu schreiben. Ich weiß, dass es schwierig ist, insbesondere für jene Medien, die in der Vergangenheit dem Narrativ gefolgt sind, hier eine Kursänderung zu machen, weil das alles natürlich auch damit einhergeht, dass man eingesteht, dass man vielleicht auf dem falschen Dampfer war und vielleicht auch zu unkritisch. Aber es ist die Chance für den kritischen Journalismus und ich ersuche eindringlich, die Position zu reevaluieren, aufgrund wissenschaftlicher Daten zu reevaluieren und sich bewusst zu machen, dass sie durch eine korrekte Berichterstattung, durch entsprechenden kritischen Journalismus Gesundheit und Leben retten können. Wann haben sie sonst schon diese Chance? Und darum denke ich mir, das wäre aus meiner Sicht ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Und entschuldigen Sie, dass ich das jetzt sozusagen meine Einleitung dafür jetzt gebraucht habe. Die Voraussetzungen, der Schutz der Gesundheit, ob das vereinbar ist. Ich möchte gleich direkt in die Materie hineingehen und einmal bei den gemeldeten Nebenwirkungen anfangen. Sie sehen hier das Verhältnis im Prinzip nicht. Bitte betrachten Sie, Sie sollten wissen, dass das logarithmische Skalen sind, ja, also keine analogen. Und im Verhältnis Schweiz zur EU, beziehungsweise sollte eigentlich der Faktor 1,95 sein und anhand dessen sehen Sie, dass die Schweiz weniger Nebenwirkungen berichtet als die EU im Schnitt. Sie sehen, dass die schwerwiegenden in ungefähr dem entsprechen, was auch in der EU gemeldet wird. Sie sehen aber, dass Sie im Verhältnis zu den gemeldeten Zahlen doch deutlich mehr Tote berichten. Also es ist eine ernste Situation, die Sie hier berücksichtigen müssen. Und insgesamt, was natürlich ein großes Problem ist, sind die Dunkelziffern. Das heißt, wie hoch ist überhaupt die Möglichkeit, hier Pharmakovigilanz zu machen? Also die Materie, das, was hier angewandt wird, entsprechend zu kontrollieren. Und Sie sehen, dass die Schweiz im Bereich der Pharmakovigilanz deutlich im Vergleich zu anderen Ländern hinterherhinkt. Nicht? Wenn wir also hier in der EU bleiben, nicht, dann sehen Sie beispielsweise, dass die Melderate in der Schweiz zum Beispiel nur 10% der Melderate in Island betrifft. Und auch dort gibt es noch eine Dunkelziffer. Ja, also auch die melden ja nicht alles. Also hier würde ich wirklich ersuchen, dass Sie vielleicht auch mehr darauf drängen, dass hier zu einer Datenwahrheit, dass man sich da zumindest in irgendeiner Art und Weise annähert. Wenn Sie Medikamente in den Markt bringen, dann muss man sagen, es bedarf natürlich entsprechender Pharmakovigilanzdaten und man muss natürlich schauen, wie sieht es denn aus, wo sind denn üblicherweise Alarmwerte. Und Sie sehen hier unten normalerweise, wenn etwas neu auf den Markt kommt, dann wird spätestens bei 50 Todesfällen die Reißleine gezogen, es wird das Präparat wieder zurückgeholt vom Markt und es werden neue Studien gemacht und es muss kontrolliert werden, womit das jetzt in Zusammenhang steht. Und Sie sehen, dass Sie hier in diesem Bereich, wenn Sie die gemeldeten, nur die gemeldeten bitte, schweren Nebenwirkungen betrachten,
betrachten, dass wir hier bereits in einem Bereich sind, nicht, also von über 2 Millionen Fällen und dass wir hier bei den Todesfällen schon über 22.000 haben, die gemeldet werden als Todesfälle in Zusammenhang damit. Vergessen Sie bitte nicht, und das werden Sie im Bereich der eigenen Medien vielleicht verfolgt haben, Sie werden das bei anderen Medien gesehen haben, dass ja ein Paradoxon aufgetreten ist, das ich Ihnen nur ins Bewusstsein zurückrufen möchte. Zu dem Zeitpunkt, wo es um die Fallzahlen und Todesfälle durch Covid-19, also durch die Infektion gegangen ist, wurden ja alle Register gezogen, um diese Zahlen in die Höhe zu treiben. Und jetzt, wo diese Spike-Substanzen eingesetzt werden, wird alles getan, um sie möglichst niedrig zu halten. Hier werden Filter eingebaut, damit möglichst wenig gemeldet wird. Und trotzdem befinden wir uns hier in einem Bereich von über 22.000 Fällen, die hier gemeldet wurden in diesem Zusammenhang. Und eigentlich hätte man bei 50 bereits die Reißleine ziehen müssen. Ja? Und im Vergleich natürlich mit anderen, und hier sehen Sie nur die Daten als Datengrundlage, zum Beispiel Deutschland, nicht sehen Sie, werden 40 Mal mehr Todesfälle berichtet als im Zusammenhang mit dem Grippeimpfstoff und über 170 Mal mehr Situationen mit bleibenden Schäden. Eine eigentlich immer als sehr seriös geschilderte Datenbank, wenn man das so sagen möchte, war immer jene des US-Militärs. Nicht? Das US-Militär kontrolliert natürlich in regelmäßigen Abständen seine Mitglieder und auch die Eingangsuntersuchungen sind sehr, sehr streng. Und insofern war das durchaus also eine Datenbank, die als Referenz verwendet wurde. Und in diesem US-Militär wurden hier alle diese Nebenwirkungen, das können Sie jetzt gar nicht lesen, darum vielleicht gleich die nächste Folie. Die Zunahme der Nebenwirkungen beim US-Militär, schauen Sie sich das an, der Herzinfarkt plus 270%, Lungenembolie plus 460%, Nervenerkrankungen auf das 10-fache gestiegen, plus 1000%, Brustkrebs plus 490%, faciales Paresen, Gesichtslähmungen plus 290% und Fehlgeburten, nicht, im US-Militär sind auch viele Frauen beschäftigt, ja, plus 280%. Ich denke, das spricht für sich. Und ein Thema ist natürlich auch noch die Myokarditis. Etwas, was auf dieser Folie nicht steht, was ich Ihnen aber nicht vorenthalten möchte, ist, es gab Untersuchungen bei Myokarditis-Fällen bei 12- bis 20-Jährigen in den USA. 2019 waren es ganze 4 Fälle. 2020 waren es ganze 4 Fälle. 2021, nachdem mit dem Spiken begonnen wurde, waren es über 2200 Fälle. Ja? Ich denke mir, das sind eindrucksvolle Zahlen. Da muss ich nicht mehr nach Vertrauenswürdigkeit fragen, das spricht für sich. Und Sie sehen hier, muss ich jetzt nicht runterlesen, die typischen Symptome einer akuten Myokarditis, aber das, was man sich immer vor Augen führen muss, es gibt im Körper 2 Organe, die nicht regenerationsfähig sind. Das heißt, wenn dort Zellen kaputt sind, dann bleiben sie kaputt. Das eine ist das Gehirn, das andere ist das Herz. Das heißt, eine durchgemachte Myokarditis hinterlässt im Herz Narben, die nicht durch Funktionsgewebe ersetzt werden. Und damit läuft natürlich der Schaden und das Schadenspotenzial in die Zukunft dieser Person hinein. Und wenn Sie hier unten sehen, die dauerhaften Schäden, dann sehen Sie, die 3 bis 5 Jahre Überlebensrate lag in der Vergangenheit oft nur bei 56 bis 83%. Das heißt zumindest, wenn Sie sich das anschauen, einer von 5, sozusagen, der es hatte, ist innerhalb der nächsten 3 bis 5 Jahre verstorben. Man muss sich das vor Augen führen, das sind zum Teil junge Leute. Ich meine, das einzige Holz, das ich im Moment in der Gegend habe, ist mein Kopf. Ja? Aber man kann immer hoffen, dass die Myokarditis, die durch diese Spike-Substanzen, ich sage auch nicht Impfung dazu, ja, die durch diese Spike-Substanzen ausgelöst werden, hoffentlich nicht das Gleiche auslösen wie jene, die in Form von Virus, Myokarditiden und so weiter sind. Aber wir wissen es nicht. Ja? Und wir müssen immer vom Schlimmsten ausgehen und das heißt, dass sich diese Daten, die im Zusammenhang mit Virusinfektionen aufgetreten sind, sich dann auch im Anschluss an das Spiken bewahrheiten werden. Es gibt ja auch eindeutige Versuche der Manipulation. Nicht? Ich meine, wenn Sie sich anschauen, die Fachinformation der Swissmedic sagt, die Myokarditis gibt es zwar, aber sie ist sehr selten. Nicht? Also sehr selten hieße kleiner 1 pro 10.000. Ja? Im CDC wird zumindest schon gesagt, naja, männliche Teenager haben ein Risiko von mehr als 1,4 pro 10.000. Das wäre schon nur mehr selten und nicht sehr selten. Ja? Und hier kam vor kurzem übrigens, gratuliere übrigens den Autoren der Universität Basel, nicht nur, dass sie diese Untersuchung gemacht haben, sondern auch den Mut hatten, das zu publizieren. Ja?
Ist ja nicht ohne, wenn man also gegen den Mainstream etwas publiziert, riskiert man eventuell ja auch seine Zulassung. Aber hier kam eben heraus, bei 22 von 777, also 2,8% der Mitarbeiter gab es Hinweise für eine vorübergehende Schädigung der Herzmuskeln. Zellen, ich denke, Sie erinnern sich noch, was ich gesagt habe. Eine vorübergehende Schädigung gibt es nicht. Herzmuskelzelle geschädigt, ist geschädigt. Fertig. Ja? Und das bewahrheitet sich auch international bei einer thailändischen Studie. Das heißt, selbst wenn jetzt der Shitstorm über die Autoren in Basel hereinbricht und die durch irgendetwas genötigt werden, das wieder zurückzuziehen, ja, dann haben wir noch immer die internationalen Daten, die das Gleiche belegen. Und Sie sehen auch hier nicht, also 7 von 301 hatten nachgewiesenermaßen eine Myokarditis. Und um auf das zurückzukommen, was also auch Professor Palmer gezeigt hat mit der Immunhistochemie, nicht? Also auch hier in den USA 2 gesunde Teenager sind verstorben nach der zweiten Spikung. Ja? Und was wurde gefunden? Herzmuskelschädigung. Ja? Also es ist evident, was hier passiert. Gute Daten kommen eigentlich auch immer dann von den Versicherungen, weil hier geht es um Kohle. Ja? Und da hat man gesehen, wenn man hier also einen Crossmatch macht, nicht, ist eine Altersgruppe, die von Covid gar nicht betroffen ist im Sinn des Todes, was Professor Sönnigsen gesagt hat, ja, 35 bis 44 Jahre alt, im dritten Quartal 2021 eine Verdoppelung der Todesfälle, der gemeldeten Todesfälle bei der Versicherung. Ja, eine Verdoppelung. Da geht es natürlich ums Geld und die halten mit ihren Daten nicht zurück. Es gibt immer diese Schutzbehauptungen, nicht? Ja, je mehr geimpft sind, umso mehr liegen dann natürlich auch Geimpfte auf den Intensivstationen, umso mehr werden auch sterben, nicht? Das geht ja bis dorthin, dass man sagt, ja, wenn alle geimpft sind, werden nur mehr Geimpfte sterben, nicht? Aber was hier vernachlässigt wird, ist das Prinzip der Proportionalität, dass ich mir anschaue, ja, Moment einmal, wenn gleich viele Gespikte und nicht Gespikte erkranken, dann kann ich sagen, die Maßnahme bringt nichts. Wenn aber, wie wir derzeit ja vielerorts sehen, überproportional viel Gespikte schwer erkranken und sterben oder das Sterbealter abnimmt, was wir derzeit ja auch beobachten, dann ist es ein Nachteil, gespiked zu sein. Dann ist das ein Risikofaktor. Und deswegen sollte man hier also durchaus saubere Studien machen, um auch zu schauen, ob es nicht vielleicht doch bestimmte Gruppen gibt, die vielleicht davon auch profitieren können. Und dann gibt es natürlich noch die Zusatzaspekte, nämlich es wäre bei den Daten, die wir im Moment sehen, jeder Tierversuch längst abgebrochen worden. Das muss man sagen. Ein Tierversuch lässt solche Daten nicht zu, dann wird er abgebrochen. Ja? Im Zeitraum Dezember 2020 bis 28. Februar 2021 gab es in den Meldungen an Pfizer insgesamt 42.000 Fälle, die gemeldet wurden. Und jeder im Schnitt 3 bis 4 Nebenwirkungen, also insgesamt 158.000 Nebenwirkungen und 1.200 Tote wurden unter den Gespikten gemeldet. Und man sieht auch in Deutschland durch das Gegenüberstellen von Fällen und Spiken eine eindeutige Korrelation. Wo mehr gespiked wird, gibt es auch mehr Covid-19-Fälle. Wir haben neue Krankheitsbilder, die wir vor dem Spiken nicht gekannt hatten. Nicht? Also Gerinnungsstörungen, WIT, Störungen des Immunsystems wie AIDS, überschießende Immunreaktionen mit Autoimmunerkrankungen, Antibody-Dependent Enhancement, ADE und auch den plötzlichen Erwachsenentod. Der plötzliche Kindstod war schon bekannt und jetzt wurde noch fast als Tarnung sozusagen, um dem Kind einen Namen zu geben, weil plötzlich und unerwartet hört sich nicht gut an, sagt man jetzt Satz dazu, damit bekommt es einen Aspekt der Wissenschaftlichkeit. Ja? An Covid-19 sterben keine gesunden Kinder, aber es gibt Todesfälle bei Kindern und Jugendlichen, die gespiked worden sind. Also die Risiken, allein die bekannten Risiken der Impfstoffe, der sogenannten Impfstoffe und belegten Nebenwirkungen müssen eine sofortige Beendigung der Spike-Aktionen mit sich bringen. Aufgrund der Beobachtungszeit sehen wir im Moment nur die akuten und vielleicht ein paar mittelfristige Schädigungen. Ich bin auf langfristige Schädigungen, zum Beispiel vom endokrinen Organsystemen, gar nicht eingegangen. Bisherige Folgeschäden wurden korrekt vorhergesagt, weil sie pathophysiologischen, also logischen Prinzipien folgen. Und es steht auch zu befürchten, dass damit auch die mittel- und langfristigen Schäden, die derzeit vorhergesagt werden, eben auch eintreten werden. Es ist für jedes Arzneimittel eine Abschätzung des Risiko-Nutzen-Verhältnisses obligat und je kürzer die Entwicklungszeit, je weniger Erfahrung mit einem Herstellungs- und Wirkprinzip, umso strenger müssten eigentlich die Zulassungsverfahren sein und umso wichtiger ist es, Nebenwirkungen auch zu erfassen, zu analysieren und die Autonomie der einzelnen Personen zu respektieren. Ein Zwang in diesem Zusammenhang ist ja völlig abstrus und illegal.
Ja? Und es ist natürlich nötig, dass dann also aufgrund der Erfassung und Interpretation der gewonnenen Daten und der daraus resultierenden Konsequenzen die Verantwortlichen, und zwar die bei den Zulassungsbehörden und bei den politischen und fachlichen Entscheidungsträgern auch benannt werden. Und wegen der erdrückenden Beweislage müssen die Entscheidungsträger aufgrund des entstandenen Schadens nach rechtsstaatlichen Prinzipien nun auch zur Verantwortung gezogen werden. Ich danke Ihnen. Herzlichen Dank, Herr Professor Haditsch. So, und nun kommen wir als nächstes zur zahlenmäßigen Betrachtung und Beurteilung, inwieweit ist denn die öffentliche Gesundheit gefährdet? Einerseits durch SARS-CoV-2. Sie sehen hier noch einmal die Liste der Voraussetzungen nach 9a, damit überhaupt eine befristete Zulassung, eine Art Notfallzulassung erteilt werden darf, muss zuerst nachgewiesen sein, dass die öffentliche Gesundheit tatsächlich bedroht ist von SARS-CoV-2 und welches Datenmaterial liegt vor, um allenfalls Auswirkungen in der Schweiz durch die Impfungen zu zeigen. Bitte schön, Herr Professor Beck. Entschuldigung. So. Vielen Dank für die Einladung, hier sprechen zu dürfen und vielen Dank für Ihr Interesse, das Sie bekunden, indem Sie hierher gekommen sind. Ja. Es geht jetzt nur noch um die Schweiz und es geht eigentlich nur um die verlässlichsten Daten, die wir haben. Das sind die Todesfalldaten und am Schluss noch die Geburtsdaten. Wenn wir über Übersterblichkeit reden, dann gibt es da eine große Verwirrung im Begriff und ich muss sagen, ich war selber auch Opfer dieser Verwirrung. Es gibt zwei verschiedene Ansätze, die gleich bezeichnet werden. Eigentlich ist die Übersterblichkeit eine Sterblichkeit, die man historisch so noch nie gesehen hat. Und man untersucht das, indem man mehrere Jahre vergleicht und das Bevölkerungswachstum und die demografische Verschiebung hin zu älteren Personen berücksichtigt. Daneben gibt es die kurzfristigen Effekte, die Sterbewellen. Und das ist das, was das Bundesamt für Statistik macht. Das sind kurzfristige Abweichungen von durchschnittlicher Sterblichkeit. Und die können auch auftreten, wenn wir keine historische Sterblichkeit haben. Zum ersten Begriff. Hagemann hat das intensiv untersucht für die Schweiz. Und er bezieht sich auf die Jahre 2012 bis 2022. Und da fallen die Pandemiejahre im extremsten Fall auf den 3. Rang, zum Teil auf den 10. und auf den 8. Rang. Also wir haben keine Übersterblichkeit in dem Sinne, dass eben nicht mehr gestorben sind, als bei dieser Zuwanderung, die wir haben und bei dieser Alterung in der Bevölkerung, die wir haben, eigentlich zu erwarten gewesen wäre. Nun gibt es da noch ziemlich stärkere Unterstützung. Es gibt eine Untersuchung von Levitt und Ioannidis, ein Nobelpreisträger und dem meistzitierten Gesundheitsstatistiker der Welt. Und die haben mit Schweizer Daten, also immer noch in der Schweiz, sie haben mit Schweizer Daten dasselbe untersucht und haben gesagt, eine historische Übersterblichkeit ist nicht nachweisbar. Und ich darf vielleicht meinen Namen bescheidenerweise noch anfügen. Wir haben das 2021 genau analysiert, aufgrund einer öffentlichen Kontroverse auch in der NZZ. Und wir konnten sagen, was die Bedingungen sind, dass wir zu einer Übersterblichkeit kommen. Und die Bedingung ist, dass wir von einem konstant zunehmenden, also immer besser werdenden Gesundheitszustand ausgehen. Diese Bedingung hat das BfS, wie ich gleich zeigen werde, aber selber fallen gelassen. Also kann man auch in der Schweiz nicht von Übersterblichkeit sprechen im Sinne eines historisch einmaligen Ereignisses, das dann auch außerordentliche Maßnahmen und außerordentliche Impfaktionen erlauben würde. Soweit zum ersten Punkt. Der zweite Punkt, das sind diese Sterbewellen. Das haben Sie alle auch schon gesehen. Was auf dieser Folie steht, das steht schon seit 2-3 Wochen auch in den Medien, in den Zeitungen. Wir haben die erste Welle, wir haben die zweite Welle. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ich habe diese Über- und Untersterblichkeiten akkumuliert. Aber es sind genau dieselben Zahlen, wie das Bundesamt auch hat. Und wir sehen hier die heftige zweite Welle, die allerdings nicht nur aus Covid-19-Todesfällen besteht. Und dann sehen wir etwas Interessantes. Die dritte, wir haben immer eine Erholung nach diesen Wellen und so einen mehr oder weniger waagrechten Verlauf. Und die dritte Welle mündet in einen konstanten Anstieg der Todesfälle. Seit dritter Welle gibt es keine Erholung des Sterbegeschehens in der durchgeimpften
in der weitgehend durchgeimpften Population. Das sind also die Senioren, die wir betrachten. Aber das wurde auch schon mehrfach diskutiert. Und da wird der Fokus hin gerichtet auf die über 65-Jährigen. Und es wird der Eindruck vermittelt, dass unter 65 kein Problem besteht. Wenn man aber dasselbe macht, wenn man diese Sterblichkeiten kumuliert, zuerst noch, was noch zu sagen ist, ist, dass es eben eine ganz andersartige, eine noch nie da, und jetzt sind wir wirklich im historisch noch nie dagewesenen Bereich, eine noch nie dagewesene zähe Übersterblichkeit ist. Wir haben 2022 25 Wochen mit erhöhter Sterblichkeit. Das hatten wir noch nie, das hatten wir auch während der Pandemie noch nie und seit Beginn dieser Messung und dieser Berechnung auch noch nie. Und das ist nur bis Woche 42. Also es fehlen dann noch 10 Wochen. Und wie hoch die Zahl sein wird, wissen wir nicht. Und diese Zahl entsteht in einer geimpften und auch durchseuchten Bevölkerung. Jetzt aber zu den Jüngeren. Ich habe genau dasselbe gemacht, auch diese Abweichungen von der Sterblichkeit, das sind alles Bundesamtszahlen, Bundesamtsberechnungen, ich habe es nur aufkumuliert und ich war ziemlich überrascht über das Ergebnis. Also das eine ist mal, wir haben in dieser Altersgruppe auch eine erste und zweite Welle. Wir haben 460 zusätzliche unerwartete Todesfälle, aber Sie sehen, das geht ja bis 64 und das sieht man auch in den BAG-Statistiken. Da hat es halt schon Leute, die gestorben sind an Covid wahrscheinlich. Das ist noch nicht die Überraschung. Die Überraschung ist, dass es eigentlich fast steiler wird und auch stärker. Wir haben 550 unerwartete Todesfälle im Jahr der Impfung. Und was dann ganz komisch war, wir haben eine glückliche Fügung. Ab 1. Januar erholen sich diese Todesfälle. Wir sind netto eigentlich noch bei 320 Todesfällen. Ich habe keine Ahnung, was am 1. Januar passiert wäre in dieser Altersgruppe. Ich hatte allerdings die Vermutung, dass das Modell, mit dem das Bundesamt rechnet, geändert worden ist, respektive die Parameter verschieben worden sind. Und das ist tatsächlich der Fall. Ich habe einfach mal rausgesucht, die Zahlen werden weit zurück publiziert, oder? Wie viele Todesfälle hat das Bundesamt erwartet? Das waren mal 9.623 und dann im Jahr 2020 waren die erwarteten Todesfälle 8.380. Also wir haben einen Rückgang um 15% in 11 Jahren. Das sind absolute Köpfe in einer absolut wachsenden Bevölkerung, extrem viel Zuwanderung in dieser Altersgruppe. Also wir haben einen konstanten Trend, der runtergeht. Und ohne dass das Bundesamt das irgendwo kommentiert hätte, aber Sie können das selber in den Daten zusammenzählen, 2022 haben wir plötzlich eine sehr pessimistische Erwartung des BfS. Ich weiß auch nicht warum. Wir haben hier einen Anstieg der Sterblichkeit gegenüber dem Vorjahr um 7% und gegenüber dem langfristigen Trend um 11%. Also fast alles, was wir in den 11 Jahren gewonnen haben, ist jetzt innerhalb eines Jahres plötzlich weg. Und natürlich ist es so, wenn ich sehr hohe Todesfallerwartungen habe, habe ich dann nicht mehr viel Übersterblichkeit. Und so sieht es dann in den Statistiken des Bundesamts auch aus. Das sieht man hier, oder? Es kommt dann eben runter, weil hier die anderen Erwartungen eingefügt worden sind. Und das Einzige, was ich jetzt gemacht habe, ich habe diese Erwartung wieder rausgenommen. Ich habe gesagt, jetzt gehen wir mal dem Trend nach und schauen, was dann passiert. Und dann sieht es halt ganz anders aus. Dann haben wir am Schluss 1200 unerwartete Todesfälle und nicht netto 320. Ein Riesenabstand, vor allem einen kontinuierlichen Anstieg dieser Todesfälle auch im Jahr 2022, auch im Sommer, auch in Perioden, wo es wirklich keine große Infektion gab und in einer Altersgruppe, die nicht so stark betroffen sein sollte. Ich kann das noch verdeutlichen. Ich gehe wirklich auf die Altersgruppe, die jetzt gar nicht von Corona, was die Mortalität angeht, betroffen war. Und da sehen wir auch, ich gehe da wieder zurück bis ins Jahr 2015. Und wenn ich solche Über- und Untersterblichkeiten aufaddiere, dann schwankt das natürlich ein bisschen hin und her. Das ist also reiner Zufall. Einmal sind wir bei minus 40, einmal sind wir bei plus 40 und dann kommen wir wieder auf Null. Also das hat keine Bedeutung. So große Schwankungen sind halt in diesen Daten drin. Es sterben nicht so viele Leute in dieser Altersgruppe. Und wenn jetzt das erste Corona-Jahr dazukommt,
ja, dann sind wir da ein bisschen außerhalb dieses Schwankungsbereichs, aber es ist relativ wenig. Und das würde ich jetzt als Statistiker sagen, ja, das hat jetzt noch nicht große Signifikanz. Dem würde ich nicht so viel Gewicht geben. Hier haben wir einen Anstieg, aber wir bleiben eigentlich in der Nähe. Ganz interessant, und das ist der Beleg, dass das nicht Zielgruppe von Corona war, das ist die zweite Welle. Schauen Sie sich diesen Miniaturausschlag, also es gibt gar keinen Ausschlag. Also die Leute waren nicht betroffen von Covid-Todesfällen während der heftigen zweiten Welle. Und jetzt ein ganz anderes Bild. Sobald dann die Impfung einsetzt, steigt auch die Sterblichkeit monoton an. Also wir haben hier eine Altersgruppe, wo die Sterblichkeit nichts mit Corona zu tun haben kann, die aber im Jahr der Impfung eine hohe Übersterblichkeit hat. Wenn man es für die Kinder macht, das habe ich jetzt nicht noch gezeigt, dann hat man nämlich die Gegenevidenz, da bleiben die Todesfälle konstant im Jahr 2021, weil in der Schweiz bei den Kindern zum Glück nicht sehr intensiv geimpft worden ist. Aber bei den ungeborenen Kindern sieht es dann wieder nicht so gut aus. Hier haben wir die Impfquoten, und zwar nicht der Gesamtbevölkerung, sondern nur der Gebärfähigen, also zwischen 20 und 49 Jahren. Und da sehen wir, die haben im Januar 2021 angefangen, waren noch sehr tief. Und dann im April, Mai, Juni kommen die hohen Quoten. Und wenn wir das 9 Monate nach vorne verschieben und hier die Veränderungsraten in den Lebendgeburten anschauen, dann haben wir wirklich eine überraschende Korrelation. Es ist nur eine Korrelation, eine zeitliche Korrelation. Wir haben eine überraschend starke Korrelation gegen unten. Und genau 9 Monate nach dem Peak. Und der Rückgang ist auch mit korrigierten Daten. Es hieß dann immer in den Medien, ja, da fehlen noch ganz viele Daten. Wir sind immer noch bei 10%. Das ist historisch. Also da sprechen wir auch wieder von historischer Einmaligkeit. Seit 100 Jahren gab es noch nie einen so starken Rückgang. Es gab einen stärkeren bei der Generalmobilmachung 1914. Das ist der einzige Wert, der diesen Wert schlägt. Wir haben die Entwicklung der Geburten noch mal genauer angeschaut. 2015 bis 2019 haben wir in den beobachteten Kantonen etwa 26.000 Geburten, im ersten Halbjahr immer. Und dann hieß es, ja, das gibt eine große Verhaltensänderung. Ja, das gab es. In Kantonen, die eine hohe Impfquote haben, sind die Geburten tatsächlich 1% runtergegangen. In Kantonen, die später, das hat jetzt nicht mit der Impfung zu tun, oder, die später eine tiefe Impfquote haben, also die ein bisschen offensiver mit Risiken umgehen, sind die Anzahl Geburten sogar angestiegen. Und grundsätzlich gibt es auch noch einen Babyboom-Effekt 2021 von 3%. Und das alles, Verhaltensänderung und Babyboom und alles eingerechnet, haben wir immer noch eine 10% Reduktion, also einen starken Rückgang, den wir so noch nie gehabt hatten. Ich komme zum Fazit. Die Übersterblichkeit 2020 und 2021 war nicht außerordentlich. Sie lag im Rahmen dessen, was bei einer wachsenden und älteren werdenden Bevölkerung halt zu erwarten ist. Aber trotzdem kam es zu deutlichen Sterbewellen. Und dabei ist irritierend, dass die Sterbewelle 2022 neue Rekorde bricht. Sie bricht einfach nicht mehr ab. Das gab es noch nie. Dann auch im Alter 0 bis 64 ist sie nachweisbar. Sie endet nur darum 2022 in den Daten des Bundesamts, weil das Bundesamt halt eine extreme Verschlechterung des Gesundheitszustands annimmt. Wir haben auch bei den 20- bis 39-Jährigen Sterbewellen, von denen wir gar nie sprechen, allerdings nicht in den Corona-Jahren, sondern im Jahr der Impfung. Und wir haben den größten Geburtenrückgang seit über 100 Jahren, 9 Monate nach der Impfung und zusätzlich zur Verhaltensänderung, die es auch gab. Vielen Dank. Herzlichen Dank, Herr Professor Beck, für diese eindrückliche Schilderung. So, und nun kommen wir zur entscheidenden Frage, wie müssen wir all diese Fakten rechtlich einordnen? Und für die strafrechtliche Würdigung bitte ich nun Markus Zollinger, die erforderlichen Überlegungen zu erläutern. Markus Zollinger, bitte. Vielen herzlichen Dank. Gehen wir gleich mitten rein in die rechtliche Einordnung.
Wir erheben 3 Kernvorwürfe gegenüber Swissmedic. Der erste Vorwurf ist, dass sie die befristete Zulassung illegal erteilt haben, weil die Voraussetzungen schlichtweg nicht erfüllt waren. Der Vorwurf 2 ist eine Täuschung der Bevölkerung. Und der Vorwurf 3 ist die mangelhafte Marktüberwachung. Alle 3 Verletzungen, die ich gerade genannt habe, die führen zu einer Verletzung der Sorgfaltspflichten, die an verschiedenen Orten im Gesetz geregelt sind. Ich gehe jetzt hier nicht auf die Details ein, aber diese Sorgfaltspflichtverletzungen führen dann wiederum dazu, dass wir eine mögliche Strafbarkeit haben. Und für die Strafbarkeit sind einschlägig Artikel 86 Heilmittelgesetz und Artikel 87 Heilmittelgesetz. Kommen wir gleich zum ersten Vorwurf, dem Vorwurf der illegalen befristeten Zulassung. Hier noch einmal ganz kurz rekapituliert. Die einschlägige Strafnorm ist Artikel 86. Die einschlägige Sorgfaltspflicht ist in Artikel 7 geregelt und die Konkretisierung der Sorgfaltspflicht ist in Artikel 9a Heilmittelgesetz. Also wir prüfen schlussendlich, hat Swissmedic nach 9a korrekt zugelassen? Und wenn das nicht der Fall ist, dann haben wir diese Sorgfaltspflichtverletzung und eine mögliche Strafbarkeit. Gehen wir diese mal durch, diese Anforderungen des Artikel 9a. Sie haben den heute schon mehrfach gesehen. Die erste Voraussetzung ist, dass es sich um eine Krankheit handeln muss, die lebensbedrohlich ist oder die Invalidität zur Folge haben kann. Und hierzu wird ganz klar festgehalten, sowohl vom Bundesgericht als auch im wichtigsten Kommentar zum Heilmittelrecht, dem Basler Kommentar, dass das Risiko einer schweren Invalidität oder einer möglichen Todesfolge für alle Patienten der Zielpopulation zutreffen muss. Also nicht nur für Ältere, sondern für alle. Und es muss aufgrund der konkreten Umstände ernsthaft mit dieser Verwirklichung gerechnet werden. Wir haben vorhin gehört, dass wir im 2020, also eigentlich im großen Pandemiejahr, haben wir historisch betrachtet keine maßgebliche Übersterblichkeit in der Gesamtpopulation. Und damit fehlt es bereits an der ersten Voraussetzung zur Anwendung von Artikel 9a. Damit ist die Prüfung eigentlich bereits abzubrechen. Diese Voraussetzungen müssen nämlich alle kumulativ, also gesamthaft erfüllt sein. Bricht eine weg, ist Artikel 9a illegal. Trotzdem machen wir mal noch weiter. Die zweite Anforderung ist, dass es mit dem Schutz der Gesundheit vereinbar sein muss. Das heißt, es dürfen keine Produkte freigegeben werden, die nicht qualitativ und hochstehend sind und die Sicherheit gewährleistet haben. Da besteht eine Pflicht zur Risikominimierung. Und das bedeutet, dass man eine regelmäßige, systematische und vorausschauende Gefahrensuche betreiben muss. Und wenn wir jetzt uns anschauen, was da passiert ist in den letzten 2 Jahren, dann sehen wir eine stete Zunahme von Risikosignalen, von Warnsignalen und gleichzeitig hat Swissmedic immer wieder die Zulassungen erweitert. Schon 2020 waren Risikosignale im Raum, ich gehe jetzt nicht auf die einzelnen ein, aber dort waren schon Risikosignale im Raum und danach ging es so weiter. Es kamen weitere Risikosignale hinzu und statt endlich anzuhalten, innezuhalten, wurden weitere Zulassungen für Jugendliche erteilt und dann sogar noch für Kinder, obwohl Kinder überhaupt nicht gefährdet sind von Covid. Wir halten also fest, es gab eine stete Erhöhung des Risikos und diese hohen Risiken denen wurde nicht begegnet. Es gab keinerlei Maßnahmen zur Risikominimierung. Auf das kommen wir noch zu sprechen. Man hätte solche Risiken eingehen können, wenn man entsprechende Maßnahmen getroffen hätte, nämlich eine lückenlose Überwachung des Marktes. Das wurde nicht gemacht, da kommen wir dazu. Und damit ist auch die zweite Voraussetzung von Artikel 9a, also der befristeten Zulassung, nicht gegeben. Ich wiederhole, es müsste jede Voraussetzung gegeben sein, es sind schon die ersten 2 nicht erfüllt. Damit kommen wir zur dritten Voraussetzung des großen therapeutischen Nutzens. Hier kann ich ganz kurz sagen, Impfstoffe, die müssen immunisieren. Das ist die Grundvoraussetzung eines Impfstoffs. Und wie wir vorhin gesehen haben im Vortrag, war die Wirksamkeit von Anfang an gar nicht ausgewiesen. Aus den Zulassungsstudien hat sich schon ergeben, dass es keinen Schutz vor Übertragung gibt und auch keinen Schutz vor schwerer Erkrankung. Und unterdessen wissen wir alle, auch aus den Medien, dass es wirklich keinen Schutz vor Übertragung gegeben hat, weil viele Leute sind wieder neu erkrankt nach der Impfung an Corona. Damit fällt auch diese Voraussetzung weg. Zusammenfassend halte ich schon mal hier fest, dass keine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit bestand und damit gab es gar keinen Anlass, diese befristete Zulassung überhaupt zu erteilen.
und die Risiken übersteigen den kaum bis nicht vorhandenen Nutzen. Und weiter gibt es noch 2 weitere Voraussetzungen, die werden auch nicht erfüllt. Das haben wir abgehandelt in der Strafanzeige. Können Sie dort sehr gerne nachlesen, gehe ich jetzt nicht weiter darauf ein. Wir können festhalten, keine einzige Voraussetzung von Artikel 9a war erfüllt. Und damit haben wir eine aus unserer Sicht grobe Sorgfaltspflichtverletzung. Und deshalb erheben wir den Vorwurf, dass sich Swissmedic und die für Swissmedic handelnden Beanzeigten strafbar gemacht haben. Damit kommen wir zum Vorwurf Nummer 2. Und hierzu bitte ich Jürg Vollenweider zu mir, damit er hier weiterfahren kann. Ich übernehme dann anschließend wieder. Ja, vielen Dank, sehr geehrte Damen und Herren. Worin ist der Vorwurf der Täuschung zu erblicken? Herr Kollege Zollinger hat die Voraussetzungen, die einschlägigen Gesetzesbestimmungen bereits aufgelistet. Hier in meinem Teil geht es um die Sorgfaltspflicht gemäß Artikel 3 des Heilmittelgesetzes. Das ist die einschlägige Sorgfaltspflicht. Und die Konkretisierung findet sich in Artikel 1, dem eigentlichen Zweck des Heilmittelgesetzes, wonach Konsumentinnen und Konsumenten von Heilmitteln vor Täuschung zu schützen sind. Wo eine Irreführung der Öffentlichkeit droht, muss Swissmedic unverzüglich dafür sorgen, dass Klarheit geschaffen wird, indem die Gefahr einer Irreführung durch erforderliche Präzisierungen beseitigt wird. Ich führe 3 Beispiele an. Das erste ist die Impffreigabe für Schwangere. Die HMEC hat am 18. Dezember 2020 zuhanden, als Expertengremium, zuhanden der Swissmedic, Folgendes festgestellt, dass es nämlich im Moment wenig Daten bei Schwangeren gibt und insbesondere, dass präklinische Studien, Tierstudien, ein mögliches Risiko bei Schwangerschaften festgestellt hätten. Was macht Swissmedic daraus? In der Fachinformation im selben Monat: Tierexperimentelle Studien weisen nicht auf direkte oder indirekte schädliche Wirkungen in Bezug auf Schwangerschaft etc. hin. Ein zweites Beispiel. Pfizer hat zu einer DART-Studie am 7. Januar 2021 Folgendes festgehalten: Es wird darauf hingewiesen, dass derzeit keine Daten über die plazentare Übertragung verfügbar sind. No available data. Swissmedic interpretiert das dann so, respektive stellt es nicht richtig in den Fachinformationen. Es wurde keine impfstoffbedingten Wirkungen auf die weibliche Fertilität, die Trächtigkeit oder die embryofötale Entwicklung oder auf die Entwicklung der Nachkommen festgestellt. Ein weiteres. Swissmedic schaltet eine FAQ auf und stellt dort unter anderem auf die Frage, sind die Impfstoffe sicher, fest: Bisher gibt es keine Hinweise auf bleibende negative Folgen für die Gesundheit. Das ist schlicht nicht wahr. Wir haben das eindrücklich vorgeführt bekommen, insbesondere von Herrn Professor Hadic. Und ein dritter, meines Erachtens besonders gravierender Vorwurf trifft die Swissmedic dann, wenn sie medienwirksam in der Mitteilung am 19.12.2020 anlässlich der ersten befristeten Zulassung von Comirnaty mitteilt, es handelt sich um die weltweit erste Zulassung in einem ordentlichen Verfahren. Ja, meine Damen und Herren, Sie haben die Voraussetzungen für ein ordentliches Verfahren von Herrn Kollege Kruse eindrücklich vorgeführt bekommen und Sie haben ebenso eindrücklich von Herrn Kollege Zollinger vorgeführt bekommen, dass nicht mal die Voraussetzungen einer befristeten Zulassung erfüllt sind. Wenn also Swissmedic hingeht und den Konsumentinnen und Konsumenten suggeriert, wir hätten ja ein ordentliches Zulassungsverfahren, wo alle diese ganz strengen Voraussetzungen wie lange Zeit Studien und hohe Wirksamkeit geprüft worden wären, dann ist das schlicht falsch und eine Irreführung. Fazit:
Swissmedic unterschlägt zentrale Warnhinweise und informiert die Öffentlichkeit in irreführender Weise. Es handelt sich um eine fortgesetzte, gravierende Verletzung heilmittelrechtlicher Sorgfaltspflichten und hierin sehen wir einen klaren Verstoß der für die Swissmedic handelnden und verantwortlichen Personen unter dem Aspekt der Strafnorm von Artikel 86 des Heilmittelgesetzes. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, vielen Dank. Dann komme ich noch zum Vorwurf Nummer 3, und zwar die mangelhafte Marktüberwachung, auch Pharmakovigilanz genannt. Hier nochmal kurz zur Rekapitulierung. Die einschlägige Strafnorm ist hier Artikel 87 und die Sorgfaltspflicht ist auch in Artikel 3 unter anderem geregelt und konkretisiert in Artikel 58 Heilmittelgesetz. Was war die Ausgangslage für die Swissmedic, als sie die Impfstoffe Ende 2020 zuließ? Sie wussten, dass die Zulassung nach Artikel 9a eine massive Risikoerhöhung darstellt, weil schlichtweg all diese Daten fehlen. Und gleichzeitig wusste Swissmedic auch schon damals, dass mit ihrem Meldesystem es zu einer massiven Untererfassung kommen muss der Nebenwirkungen in der Schweiz. Das heißt, hier müssten alle Alarmglocken angehen, wenn man so etwas tut. Und was hat Swissmedic gemacht? Sie hatten diese Pflicht zur Risikominimierung und zu dieser regelmäßigen, systematischen, vorausschauenden Gefahrensuche, haben sie einfach ignoriert und sie haben sich weiterhin beschränkt auf ein völlig ungenügendes, passives Meldesystem. Und das hat letztendlich auch dazu geführt, dass wir eine Gesundheitsgefährdung haben in der Schweiz, weil wir schlichtweg im Blindflug sind. Wir haben eine massive Untererfassung und können gar nicht wissen, was alles schiefgelaufen ist. Und auch hierfür trägt Swissmedic die Verantwortung und deshalb erheben wir den Vorwurf, dass sie auch hier strafbar ist nach Artikel 87 und Artikel 86 Heilmittelgesetz. Vielen Dank. Herzlichen Dank an die Kollegen Zollinger und Vollenweider. Damit kommen wir zur abschließenden Würdigung und zu den Forderungen, die sich daraus ergeben. Das strafrechtliche Fazit. Wir haben soeben im Detail gehört, dass Swissmedic Zulassungen erteilt hat für einen Impfstoff, der weder notwendig ist, noch wirksam, noch sicher, respektive, dass Swissmedic die Zulassung erteilt hat, ohne dass auch nur eine einzige der gesetzlichen vorgesehenen Voraussetzungen erfüllt ist. Zweitens haben wir gesehen, dass Swissmedic ein völlig unzureichendes Marktüberwachungs- respektive Meldesystem etabliert hat und dass Swissmedic zentrale Warnhinweise unterschlagen hat und die Öffentlichkeit in irreführender Weise informiert hat. Swissmedic hat die Öffentlichkeit getäuscht. Damit haben wir gehört, sind die handelnden Personen bei Swissmedic, die verantwortlichen Personen, strafbar nach Artikel 86, so wie wir es in unserer Strafanzeige im Detail nachgewiesen haben. Selbstverständlich gilt die Unschuldsvermutung. Was sind die Folgewirkungen, die sich daraus ergeben, aus diesen Verletzungen der Sorgfaltspflicht? Wir sehen, dass staatliche Institutionen, wie zum Beispiel das Bundesamt für Gesundheit oder die Eidgenössische Impfkommission, sowie auch private Ärzte und Medien diese Falschinformationen von Swissmedic 1:1 übernommen haben, weil sie darauf vertrauen, dass Swissmedic als oberste Aufsichtsbehörde korrekt informiert. Dadurch haben wir einen Multiplikatoreffekt, welcher zu einer geballten Desinformation der gesamten Bevölkerung geführt hat und es eben nicht mehr erlaubt, dem Einzelnen eine korrekte Nutzen-Risiko-Analyse durchzuführen. Mit der Folge, dass es in unbestimmt vielen Fällen zu unnötigen Gesundheitsschäden kommt, in großem Ausmaß. Und weiter haben wir gesehen, dass weil eben die Öffentlichkeit so schlecht informiert ist über die Tatsache, dass diese Substanzen tatsächlich gefährlich sind und niemals hätten zugelassen werden dürfen und auch nicht erforderlich sind, dass diejenigen, die eben dann Nebenwirkungen erleiden, dass diese Opfer mit ihren Leiden nicht ernst genommen werden. Sie werden medizinisch falsch behandelt und müssen sich selber helfen.
Abhilfe schaffen können hier nur Private selber. Ich zähle hier beispielsweise auf den Verein Postvakzinsyndrom Schweiz, postwerk.ch, welcher es sich zur Aufgabe gemacht hat, als Selbsthilfeverein seinen Mitgliedern so gut wie möglich Information und medizinische Hilfe zu organisieren. Und ich zähle auch auf das Filmprojekt von Herrn Mike Winiger, unerwünscht.ch, welches seit heute auf dieser Homepage online ist. Das heißt, die wahren Ursachen der zunehmenden Gesundheitsschäden werden verdrängt. Private und öffentliche Gesundheitskosten türmen sich auf. Was leiten wir daraus für Forderungen ab? Wir fordern hiermit die zuständigen Staatsanwaltschaften auf, endlich das Strafverfahren gegen die Verantwortlichen von Swissmedic zu eröffnen. Wir fordern weiter auf, die Beteiligten mit sofortiger Wirkung diese befristeten mRNA-Covid-19-Impfungszulassungen zu sistieren. Und zwar so lange, bis all diese Risiken geklärt sind. Drittens, wir fordern, dass die Öffentlichkeit korrekt und transparent informiert wird über diese Fakten, von denen wir Ihnen heute nur die wichtigsten vorgestellt haben. Viertens fordern wir, dass Swissmedic endlich übergeht zu einem wirksamen Meldewesen, zu einer wirksamen Marktüberwachung dieser Substanzen, damit die tatsächlichen Impfschäden endlich vollumfänglich erfasst werden. Des Weiteren fordern wir, dass den getäuschten Geschädigten nun endlich Verständnis entgegengebracht wird und ihnen vor allem maximal geholfen wird. Abschließend möchte ich bemerken, wir haben es heute alle selber in der Hand, weiteren Schaden zu verhindern. Es ist eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft, aus den bisherigen Irrtümern zu lernen und in die Zukunft zu schauen. Wir können es heute mit dem Wissen von heute besser machen. Und ich fordere Sie alle auf, leisten auch Sie Ihren Beitrag, damit die Irrtümer der Vergangenheit sich nicht in Zukunft fortsetzen. Lassen wir uns also nicht länger in die Irre führen. Und damit sind wir zum Ende gekommen unserer Präsentationen. Entschuldigen Sie, wenn wir etwas überzogen haben. Die Materie ist tatsächlich komplex, aber ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre große Geduld, dass Sie so lange geblieben sind und möchte Ihnen nun die Gelegenheit geben, Fragen zu stellen. Bitte schön. Ja, pardon. Ja. Danke, Kählin, CH Media. Bei welcher Staatsanwaltschaft wurden die Strafanzeigen eingereicht und gegen wie viele Ärzte wurde sie anhand genommen? Von welcher Staatsanwaltschaft? Okay. Also bei welcher Staatsanwaltschaft, dass wir das eingereicht haben, können wir zum heutigen Zeitpunkt nicht öffentlich sagen, weil die Staatsanwaltschaft das bitte von sich aus offenlegen möge. Und die zweite Frage war nach der Frage der Anzahl der Geschädigten, oder was war die Frage? Die Frage, gegen wie viele Ärzte ein Strafverfahren anhand genommen wurde. Anhand genommen wurde ein Strafverfahren betreffend eine Geschädigte. Und wir wissen dort noch nicht einmal, welche Ärzte geimpft haben, weil die Dokumentation derart schlecht ist. Okay, vielleicht noch eine Anschlussfrage. Die Staatsanwaltschaft, die sich mit dieser Strafanzeige befassen muss, wie läuft das praktisch? Vielleicht weiß das Jörg Vollenweider. Haben die so viel medizinisches Know-how, um das überhaupt beurteilen zu können? Das ist so eine sehr geballte Ladung. Ja, nein, natürlich haben die das medizinische Know-how nicht. Die sind allenfalls auch auf Experten angewiesen. Zunächst läuft es einmal so, kein
Staatsanwalt, keine Staatsanwältin macht so ein Verfahren grundsätzlich sehr gerne, außer sie ist sehr interessiert und allenfalls auf unserer Seite. Also es wird zuerst sicher mal die Frage der Zuständigkeit geklärt, so nach dem Motto, warum gerade ich, muss ich das machen? Und es gibt immer Zuständigkeitsfragen und Probleme zu klären am Anfang eines Strafverfahrens. Und dann, wenn diese Zuständigkeit geklärt ist, dann muss tatsächlich jemand sich sehr tief in diese Materie einarbeiten und dazu bei Bedarf halt sich der Mitwirkung von Experten wie ärztlichen Sachverständigen versichern. Okay, zufriedenstellend? Ja, danke. Gut. Weitere Fragen? Dankeschön. Ja, hallo zusammen. Meine Frage wäre, ob es wie in den USA auch diese Voraussetzung gegeben hat für die Notzulassung, dass keine alternativen Therapien bestehen für Covid-19. War das in der Schweiz bei der Swissmedic auch so? Das wäre dann dieser Punkt, den ich vorhin ausgeblendet habe. Wir haben das abgehandelt in der Strafanzeige. Das wäre die, glaube ich, 4. Voraussetzung, die auf der Folie drauf war. Die ist ebenfalls nicht erfüllt. Hierzu müssen wir aber klar festhalten, da wurde nachgebessert. Von Seiten Bundesrat gab es eine Verordnung, wo man diesen Punkt als nicht mehr relevant deklariert hat. Das heißt, man könnte davon sogar absehen. Aber ob das wirklich verhält, das werden dann irgendwann hoffentlich die Gerichte entscheiden, weil da wurde einfach in eine bestehende Regelung reingepfuscht, sage ich jetzt mal, und wurden Sicherheitsmechanismen abgebaut, die man eigentlich nicht hätte abbauen dürfen. Was unternehmen Sie, wenn die Staatsanwaltschaft nicht auf diese Strafanzeige eingeht? Wenn die Staatsanwaltschaft sich entscheidet, dieses Verfahren nicht anhand zu nehmen, dann werden wir dagegen natürlich vorgehen. Da gibt es ein Rechtsmittel und das werden wir natürlich ergreifen und entsprechend diesen Entscheid anfechten. Allerdings müssen wir schon sagen, das Ganze ist jetzt schon sehr lange pendent. Es muss etwas dran sein, sonst hätten sie uns wahrscheinlich vorher schon abgewatscht. Das heißt, wir haben da doch eine gewisse Hoffnung, dass dieses Verfahren irgendwann, wenn sie sich dann entschieden haben, wer es machen darf oder machen muss, wie vorhin Kollege Vollenweider so schön erklärt hat, wenn dieser Entscheid einmal gefällt ist, dann werden sie das Verfahren durchführen müssen. Es gibt keine. Doch. Mein Name ist Franz Stadelmann, ich bin kein Medienvertreter, aber ich habe eine Frage oder Bitte an die Medien. Ich weiß jetzt nicht, wer hier Gast ist, wie ich oder Medienschaffender. Wir haben ja auch solche sehr professionellen eine Anzeige, eine Klage eingereicht. Und das geht uns genau gleich wie dem Team Kruse. Man wartet, das ist im Fußball, würde man sagen, Zeitschinden. Es werden jene Gründe gesucht, wieso man nicht startet und Verfahrensfragen gestellt. Und ich würde einfach sagen, Sie können uns natürlich massiv helfen. Wir sind ein Verein, wir Menschen mit 14.000 Unterstützern. Ich weiß es, juristisch hat es keine Relevanz. Ob ich alleine komme mit 14.000 ist eigentlich egal. Medial ist natürlich relevant. Und ich kann nur sagen, was einige Medien jetzt begonnen haben, eben auch die andere Seite, unsere Seite sachlich darzustellen, ist der einzige beste Weg. Die letzten 2 Jahre wurden wir nur als Vollidioten, als Verschwörungstheoretiker hingestellt. Wir wissen auch, dass die ganze Pandemie, wie wir dem sagen, gar keine mit Gesundheit nichts zu tun hat. Wir haben auch keine Energiekrise. Also was wir heute erleben, ist ganz sachliche, elementarste ärztliche Aufklärung, aber es geht ja viel weiter. Bitte, Dankeschön, Herr Stadelmann. Nur einfach, dass Sie können uns helfen. Entschuldigung. Dankeschön, Herr Stadelmann.
Das ist natürlich hier vordringlich und ausschließlich für die Medien reserviert, diese Fragen zu stellen. Wenn es keine weiteren Fragen gibt, es gibt noch eine, sehr gut. Ja. Wie sieht die Situation im Ausland aus mit den Leitmedien? Also hier in der Schweiz ist es ja so, dass man da auf Granit beißt. Also man hält am Narrativ fest, dass die Impfung toll ist. Im Blick habe ich gelesen, es sei eine medizinische Höchstleistung. Wie sieht das aus im Ausland? Steigen da erste Leitmedien drauf ein und fangen an, sachlich zu berichten? Ich bin selber Medienschaffender und bin etwas entsetzt über die Kollegen, muss ich ehrlich sagen. Das ist jetzt natürlich nicht das Kernthema hier. Wir beobachten es alle. Ich kann es vielleicht gleich weitergeben, das Mikrofon. Man sieht das eine oder andere Medium in Deutschland, die Welt zum Beispiel, ja, schon sehr offen berichtet. Aber wie ist die Situation in Österreich, Herr Professor Hadic? Ja, ich kann das ja nur zum Teil beantworten, aber ich danke Ihnen für diese Frage. Sie haben vielleicht beobachtet, dass in Österreich ja Servus TV sozusagen als mehr oder minder flächendeckendes Medium Bericht erstattet hat darüber, sowohl in den Nachrichten als auch durch Dokumentationsfilme, die ich begleiten durfte, und hat dafür jetzt eine Aufsichtsbeschwerde der Com Austria am Hals, die ihnen theoretisch sogar den Strom abdrehen können. Nicht? Also das muss man sagen, es ist oftmals nicht ohne Risiko gegen den Mainstream zu fahren. Insgesamt beobachte ich sowohl in Österreich als auch aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit in Deutschland, dass mittlerweile langsam das Narrativ in die Knie geht und dass zunehmend Medien doch auch merken, dass ihnen sozusagen diese Führerschaft abhanden geht, weil die sogenannten neuen Medien sozusagen als objektivere Informationsquellen wahrgenommen werden und die Leute zum Teil in Scharen überwechseln. Und es immer mehr Leute gibt, die sagen, also die manipulative Ausrichtung der offiziellen Nachrichten ist eine Zumutung und das wollen wir uns nicht mehr antun. Man kann sich vielleicht noch, ich weiß nicht, irgendwelche Unterhaltungssendungen oder Quiz in den Hauptmedien anschauen, aber wenn es um die Nachrichten geht, wird umgeschaltet. Und dieser Vertrauensverlust, der hier stattgefunden hat, bewegt mittlerweile manche Medien doch auch kritische Stimmen zuzulassen. Und es bleibt halt die Hoffnung, aber auch natürlich der Appell an die Medien. Und ich würde mir auch wünschen, dass die sogenannten früheren Leitmedien, sind es ja mittlerweile nicht mehr, ja, das ist ja eigentlich schon eine anachronistische Bezeichnung, sondern dass die das halt machen, ja, sich kurzschließen auch mit den neuen Medien und sich der Wahrheit verpflichtet fühlen. Dankeschön, Herr Professor Hadic. Also es ist uns ganz wichtig, etwas zu betonen. Wenn wir etwas versucht haben, mit dieser Strafanzeige zu leisten, dann ist es das Folgende. Wir wollten zeigen, dass es Swissmedic war, welche zuständig ist, maßgeblich zuständig für die Frage, ob die Voraussetzungen für die Zulassung gegeben sind oder nicht. Das ist die einzige Instanz in der ganzen Schweiz, die das von Gesetzes wegen tun muss. Und wenn diese einzige Instanz seit 2 Jahren Falschinformationen liefert, dann täuscht sie damit nicht nur den einzelnen Patienten, sondern die gesamte Bevölkerung, also auch die Medien. Und mir ist es sehr wichtig, den Hinweis hier anzubringen, dass wir hier nicht zusammengekommen sind, um eine Medienschelte zu betreiben, sondern die einzige Instanz, die wir hier schelten, ist Swissmedic. Swissmedic hat die Ursprungsinformation falsch geliefert und dementsprechend haben alle, die sich im Vertrauen darauf verlassen haben, Falschinformationen eventuell eben nicht wissentlich, also unwissentlich weitergegeben. Das ist das Problem, dem wir uns stellen wollen. Und nun versuchen wir, den Anstoß zu liefern, Ihnen allen die Anregung zu geben, schauen Sie etwas hinter die Kulissen, schauen Sie sich unsere Strafanzeige an, kommen Sie auf uns zu, wenn Sie Fragen haben. Wir helfen Ihnen gerne, denn nicht jeder kann sich ein Jahr lang Zeit nehmen, um eine solche Arbeit zu tun mit Wissenschaftlern in der ganzen Welt. Und wir sehen es als unsere Aufgabe an,
unsere Arbeitsresultate der Öffentlichkeit zum Nutzen der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Das wollte ich sagen. Und jeder hat das Recht, gescheitert zu werden, selbstverständlich, ohne Schelte einstecken zu müssen. Das ist mir ganz wichtig, dass Sie hier nicht mit dem falschen Eindruck aus dieser Pressekonferenz herausgehen. Bitte schön. Also vielleicht noch eine Frage. Ja. Ich nehme an, die 6 Impfopfer haben wahrscheinlich kaum die finanziellen Ressourcen, solche Arbeit zu finanzieren. Wer hat das bezahlt? Wie viel hat das gekostet? Also, ja, diese Frage haben wir erwartet. Es ist mal grundsätzlich nicht üblich, dass man bei einer Rechtsschrift gleich sagt, wer hat wie viel bezahlt. Aber eines kann ich Ihnen sagen, es ist langsam entstanden, organisch entstanden, ursprünglich als ein Nebenprojekt in meiner Kanzlei, sodass ich die Finanzierung aus anderen Projekten sicherstellen konnte. Dann hat sich auch, wie Sie vielleicht gemerkt haben, die Professoren, die Wissenschaftler, die Fachleute, die haben alle unentgeltlich ihre Beiträge geliefert. Ich habe keinen einzigen Rappen irgendeinem Professor bezahlen müssen. Und dann gab es in der Schlussphase, als gewisse Leute gesehen haben, was sich hier bildet, was hier zustande kommt, da gab es den einen oder anderen Unterstützer, der zu uns persönlich gekommen ist und gesagt hat, wir finden das unterstützenswert. Diese Arbeit finden wir unterstützenswert. Einzelpersonen, Einzelunternehmer, aber keine Großmagnaten, keine, wenn Sie jetzt nach einem großen Sponsor im Hintergrund fragen möchten, das hatten wir nicht. Nein, wir haben es uns sehr hart erarbeitet und auch vor allem mit einem ganz hohen Pro-Bono-Anteil. Wir haben sehr viele Wochenenden, ganze Ferienwochen gearbeitet, auf Ferien verzichtet, um diese Arbeit zu machen, weil sie uns wirklich am Herzen liegt. Dankeschön. Gut, dann würden wir damit die Fragerunde, noch eine Frage, ja? Wie hat Swissmedic bisher reagiert? Hat man überhaupt reagiert auf die Strafanzeige? Wir haben keinen Kontakt diesbezüglich mit Swissmedic natürlich, das läuft über die Staatsanwaltschaft und die Staatsanwaltschaft hat bis jetzt dieses Verfahren gegen Swissmedic noch nicht eingeleitet, da haben wir noch keine Informationen. Gut, dann würde ich hiermit den offiziellen Teil der Medienkonferenz für beendet erklären. Ich danke Ihnen ganz herzlich für Ihre Geduld und für Ihre Mitwirkung. Ich wünsche Ihnen alles Gute und wir stehen Ihnen selbstverständlich für weitere Fragen zur Verfügung. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.